Moin, Ladies and Gentlemen. Wieder darf ich euch zu einem sehr umfangreichen Video begrüßen und ihr seht es auf dem Tisch. Heute geht es nicht wieder um eine SAEG, nein, heute gibt es mal wieder was für unsere GBB-Spieler und zwar einen kleinen Leckerbissen. Die aktuelle MK18 MWS von Tokyo Marui und wie gesagt das Ganze als GBB-Version. So, die MK18 wurde mir einmal zur Verfügung gestellt von der Firma Airsoft2Go und hier zunächst mal vielen lieben Dank natürlich für die MK18, aber auch ein fettes Dankeschön an den lieben Immo, denn mit der MK18 hatte ich bei der Demontage ein paar kleine Probleme, um an das Hop-Up-System ranzukommen. Das werde ich euch später bei der Demontage einmal im Detail erklären, warum es hier Probleme gibt und warum ich euch bei diesem Modell das Hop-Up-System leider nicht hätte zeigen können. So, wie gesagt, Immo, vielen lieben Dank, denn der hat mir nochmal die klassische M4A1 Carbine, ebenfalls MWS von Tokyo Marui, ebenfalls nochmal ausgeliehen oder zugesendet. Denn hier ist es absolut kein Problem, an das Hop-Up-System ranzukommen. Dementsprechend, die Internals sind 1:1 exakt identisch, Hop-Up-System 1:1 identisch. Bei dem Modell kann ich euch aber das Hop-Up-System zeigen, bei der MK18 leider nicht. Aber nichtsdestotrotz, geiles System, dieses MWS-System, gerade bei der Abzugsgruppe drin, was den Verschleiß angeht, von Tokyo Marui nochmal überarbeitet, überdacht, anders konstruiert. Sehr, sehr geil, auch mit wenig Gasdruck oder wenn das Magazin ein bisschen kühler wird, konstante Leistungsabgabe, Cerakote-Beschichtung einmal auf dem Receiver drauf. Dementsprechend ein bisschen hochpreisig, aber dennoch leider geil. Schauen wir uns das Teil einmal im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Gut Leute, dann starten wir dieses Video auch wieder zunächst einmal mit dem Lieferumfang und da würde ich ja zunächst einmal bei der Verpackung, bei der Tag 41 ein kleines bisschen kritisiert oder musste ein kleines bisschen Kritik einstecken, denn ich habe gesagt, dass bei der Tag 41 die Verpackung sehr günstig wirkt. Und jetzt haben viele gesagt, ja, ist doch scheißegal, das Ding wird doch nur geliefert, du packst aus und fertig. Es ist doch schön, wenn ein Hersteller Wert auf Recycling legt. Ja, natürlich Leute, natürlich, wir müssen heutzutage, es muss so viel wie möglich einmal recycelt werden. Aber versteht mich nicht falsch, das Auge isst doch mit. Bedeutet, wenn ihr euch jetzt eine Knifte kauft für 800 € und die liegt im schäbigsten Karton einmal drin, das spiegelt einfach nicht den Wert von dem Gegenstand. Dementsprechend, ich lege definitiv Wert auf Recycling, natürlich, aber es muss auch entsprechend von der Verpackung nicht ultra galaktisch mega geil irgendwie verpackt sein, aber es sollte einfach den Wert widerspiegeln, finde ich. Und dementsprechend auch Marui macht es eigentlich sehr gut. Natürlich, wir haben einen stinknormalen Karton, der ist bedruckt, gut, sieht gut aus. Natürlich, ganz normale Pappe kann man recyceln und im inneren Bereich ist dennoch alles wunderbar wieder einmal aufgeräumt. Die Waffe ist mit Klett einmal befestigt, unten drunter habt ihr ein bisschen Styropor, lässt sich ebenfalls einmal recyceln und fertig. Und dementsprechend wirkt einfach eine Marui einfach hochwertig. Ihr packt das Ding auf, ihr macht den Karton auf, ihr seht das Ding sauber drin liegen. Es wirkt einfach anders, wie wenn ihr jetzt das Ding aufpackt und alles liegt einfach nur lieblos einmal drin mit irgendwelcher billigen Eierschalenkarton auf gut Deutsch. Also natürlich, Recyceln ist wichtig, aber für mich ist ebenfalls wichtig, dass die Verpackung ein bisschen so den Wert des Gegenstands widerspiegelt. So, jetzt Lieferumfang. Also MK18 ist natürlich im Karton drin. Das LVPO ist selbstverständlich nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Habe ich noch rumliegen gehabt, habe ich jetzt da draufgepackt. Sieht gut aus, passt auch wunderbar drauf. Dann ebenfalls ein Gasmagazin enthalten, Standard Marui 36 Schuss. Eine Abdeckung für einen Mündungsfeuerdämpfer, wenn ihr das hier transportieren wollt oder sowas. Ein kleines Tool fürs Korn vorne, um in der Höhe einstellen zu können. Circa 30 Schuss, 0,2 Gramm. Die hätten sie sich auch sparen können, braucht kein Mensch. Und zu guter Letzt noch ein bisschen Papierkram, da habt ihr ein paar Scheiben drin und ein bisschen so, ja, ein bisschen Sicherheitsgedöns. Und selbstverständlich einmal die Gebrauchsanweisung zusammen mit einer Explosionszeichnung im hinteren Bereich und den Teilen oder der Teilenummer. Natürlich ist die Gebrauchsanweisung nur auf Japanisch, da hier aber alles mit Bildchen einmal erklärt würde, ist es auch problemlos einmal für Einsteiger verständlich. Dann lasst uns anschließend gleich über die technischen Daten sprechen. Die wunderschöne MK18 kommt aus dem Hause Marui, wird also einmal in Japan hergestellt und von Airsoft2Go einmal nach Deutschland importiert. So, aktuelle Preislage.
Jetzt werden die ersten wieder schlucken. Die MK18 kostet aktuell 780 Euro. Und wenn ihr euch für die klassische M4A1 Carbine interessiert, diese bekommt ihr für 650 Euro. Wie gesagt, System, Feature, exakt alles 1:1 identisch bei beiden Modellen. So, wie kommt der Preis zustande? Ja, natürlich zunächst mal Marui-Waffen kosten schon im EK oder im Einkauf einfach viel Geld. Es muss importiert werden aus Japan, es muss zugelassen werden, kostet Geld. Und dann haben wir hier natürlich zwei komplette Lizenzmodelle auf dem Markt. Bedeutet hier auch bei der MK18 habt ihr nicht nur einfach hier vorne einmal MK18 Daniel Defense eingelasert. Nein, ihr habt letztendlich auf dem Lower Receiver auch die Original Colt Markings einmal eingeprägt. Und das bei beiden Waffen. Also Original-Lizenzmodell, Markings kostet ebenfalls wieder ein kleines bisschen Geld. Und wie am Anfang schon angesprochen, ebenfalls der Receiver ist seitens Marui bereits Cerakote beschichtet. Auch bei beiden Modellen. Dementsprechend ist der Preis mit 780 Euro eigentlich in Ordnung, muss man sagen. So, dann kommen wir zu den Daten. Die MK18 hat im eingeschobenen Zustand eine Länge von 715 mm, komplett ausgeschoben erreichen wir 800 mm. Der Innenlauf ist ein Standard GBB-Lauf aus Messing mit einer Länge von 250 mm und einem Innendurchmesser von 6,08 mm. Und die Lauflänge ist auch bei beiden Modellen exakt identisch. Am Rohr vorne Standard 14 mm Linksgewinde, bedeutet auch hier wieder problemlos möglich, irgendwelche Tracer, Spitfire, whatever, Schalldämpfer einmal zu montieren. Die 21 mm Pick Rails ist Standard MK18 im oberen Bereich, nutzbare Länge 400 mm, links-rechts am Vorderschaft 245 mm und im unteren Bereich nochmal eine mit einer nutzbaren Länge von 210 mm. Dann haben wir das Gewicht, die MK18 wiegt ohne Optik, aber mit Magazin 2965 Gramm und hiervon sind 460 Gramm einmal unser GBB-Magazin. So, Energie natürlich Marui aufgrund der Gesetzlage in Japan natürlich auf unter 1 Joule limitiert und dementsprechend kommt auch die MK18 wie auch die M4A1 je nach Gassorte und Temperatur auf ca. 1 Joule. So, das hört sich immer ein bisschen wenig an, aber es ist wie gesagt eine GBB und hier spielt einfach die Gassorte oder die Gaszusammensetzung, die Temperatur und das Kugelgewicht eine sehr große Rolle. Bedeutet, wenn ihr jetzt ein relativ starkes Gas verwendet mit relativ schweren BBs, was es Hop-Up noch mitmacht, kommt ihr vielleicht out of the box ohne Endpass vielleicht auf 1,2, maximal 1,3 Joule. Und da ist das Ding auch dafür ausgelegt. Müsst natürlich immer beachten, wenn ihr jetzt einen Endpass reinmacht und ihr schraubt das Endpass auf und gebt da mehr Energie drauf, dann fällt die Waffe auch entsprechend etwas schneller in den Cooldown rein und eure Energie fängt an stark abzubauen oder stark zu schwanken. Dementsprechend haben wir hier out of the box ein schönes System, was einfach aufgrund der Buffer Spring, des Gewichts vom Verschluss einfach alles aufeinander abgestimmt ist. Dementsprechend, ich würde es vielleicht so lassen und die Finger von dem System einfach mal weglassen. So, ich habe auf jeden Fall für euch wieder den Chronotest gemacht, ebenfalls Cooldown und Kältetest 02, 03. Schauen wir uns einmal im Detail an.
Verschluss arretiert nicht mehr. Gut Leute, Chrono, Schusstest haken wir einmal damit ab. Lasst uns hier noch ein paar Worte dazu verlieren. Zunächst mal, Chronotest war in Ordnung, was aber auch wieder vielleicht aufgefallen ist, dass die Ergebnisse mit einem kalten Magazin, also im Kältetest, konstanter waren wie mit einem warmen Magazin. So, und das ist auch ein Punkt beim Schusstest, denn ich gehe davon aus, dass einfach das Protech-Gas in der Marui, in der MWS leider nicht ganz so gut funktioniert. Ich habe im Vorfeld auch mit dem Immo schon gesprochen, der spielt die MK18 auch selbst mit 0,28 Gramm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte leider im Schusstest mit dem Protech-Gas, mit meinen BBs eigentlich immer Ausreißer. Also ich habe keine einzige Scheibe wirklich konstant einmal treffen können. Egal ob 0,25 oder 0,28. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das Protech-Gas einfach in Kombination von dem System einfach nicht gut performt. Könnten wir vielleicht noch ein anderes Gas probieren, habe ich nicht, ich habe nur das. Dementsprechend, wie gesagt, schaut euch am besten auch mal den Schusstest an von Bruce, der hat euch schon vor längerem mal ein Video zu gemacht, der war deutlich besser. Wie gesagt, Schusstest kann ich euch nicht genau sagen, ob es am Gas liegt, ich gehe sehr stark davon einmal aus. So, dann wie gesagt, Hop-Up-System 0,25, maximal 0,28, mehr ist standardmäßig natürlich nicht zu hoppen oder funktioniert halt einfach nicht. Dementsprechend, wie gesagt, bei der MK18 ein kleines Problem ans Hop-Up ranzukommen, bei der M4A1 absolut gar kein Problem. Ihr könnt auf den R-Hop gehen, ihr könnt einfach auf den Maple Leaf GBB-Bucking gehen und dann sind auch andere Grammaturen 0,3, 0,32, 0,36 einmal spielbar und vor allem zu hoppen. Ja, also die könnt ihr hoppen mit einem anderen Hopper-Bucking. Standardmäßig, wie gesagt, ist die Waffe für 0,2, 0,25 eigentlich ausgelegt. So, dann Allgemeininformationen. Ich drehe sie euch ein bisschen wieder, ne? Zunächst mal, wenn ihr das Ding auspackt, sie ist qualitativ und von der Haptik einfach mega. Marui lässt sich da nie lumpen, was Qualität und Passgenauigkeit angeht, und auch die MK18 würde ich von den Externals eigentlich mit der PTW, mit der FCC, die wir das letzte Mal hatten, würde ich es fast ein bisschen vergleichen. Der eine Punkt, der mir aufgefallen ist, ist der Farbton von dem Vorderschaft. Der ist ein Tick zu dunkel. So, wenn man jetzt mal MK18 oder Daniel Defense sich einfach mal Bilder anschaut, natürlich der Farbton weicht je nach Licht und der Lichttemperatur einfach ab. Aber der von Marui ist schon extrem dunkel. Also hätten sie da jetzt einfach nur schwarz genommen, wäre es wahrscheinlich das gleiche gewesen. Hier, ja, der Ansatz von diesem Bronze ist definitiv zu sehen. Er ist nicht komplett daneben, aber er ist für meinen Geschmack ein kleines bisschen zu dunkel. Hätte mir dieser etwas hellere Bronzeton von Daniel Defense, hätte mir persönlich ein kleines bisschen besser gefallen. Aber wie gesagt, ist auch die aktuellen MK18, wenn man sich mal anschaut, die sind ebenfalls ein kleines bisschen dunkler, wie zum Beispiel im Vergleich zu der FCC hinten. Also auch Daniel Defense spielt vermutlich mit den Farben, oder es gibt verschiedene Farben, keinen blassen Dunst. Wie gesagt, ganz daneben ist er nicht, aber er ist halt einfach, ja, hätten es schwarz genommen, wäre es das gleiche gewesen. So, Qualität ist aber sehr, sehr gut natürlich, auch gesamter Vorderschaft CNC gefräst, Original Markings einmal drauf, schauen wir uns später an. Und natürlich auch der Lower Receiver und der Upper Receiver, ein kleines Highlight bei dem Modell, denn diese beiden Bauteile sind einmal Cerakote beschichtet. Und hier ist sehr schön beschichtet, muss ich sagen, zunächst mal vom Farbton, denn wir haben hier kein
tiefes Schwarz, wenn das mal mit der Optik oben vergleicht, sondern wir haben hier eher ein Anthrazit, bedeutet also so ein Graphitton, bedeutet, das geht ein bisschen ins dunkelgrau rein und reflektiert natürlich absolut null aufgrund der Cerakote-Beschichtung. Die allgemeine Beschichtung von der Qualität werden wir uns später bei der Verarbeitungsqualität nochmal im Detail anschauen müssen, denn hier sind mir gerade bei der MK18 im Vergleich zu der M4 von der Qualität oder von der Beschichtung selbst ein paar kleine Punkte aufgefallen, die vielleicht nicht ganz perfekt sind. Wie gesagt, es ist Mosern auf einem ganz hohen Niveau, aber gerade bei der MK18, da ist die Schicht oder die Beschichtung von der Cerakote-Beschichtung nicht konstant aufgetragen. Bedeutet, ihr habt manche Stellen, da ist es sehr, sehr dünn, bekommt der Kratzer rein, wirkt auch ein kleines bisschen fleckig. Und bei manchen Stellen ist es dann wieder richtig schön dick beschichtet und sehr kratzresistent. Da ist der Receiver bei der M4 ist zum Beispiel ja, von der Schichtdicke konstanter oder besser beschichtet. Hier macht es ein bisschen den Eindruck, als wäre einfach die Sprühpistole oder halt die Farbpistole nicht komplett in die Winkel einmal reingezogen worden, sondern einfach nur gerade drauf irgendwie und gut ist. Wie gesagt, schauen wir uns später nochmal im Detail an, damit ich euch das vielleicht ein bisschen schöner erklären kann. Ansonsten Qualität ist wirklich super, Haptik ist super, qualitativ wirklich unheimlich hochwertig das Ding und auch so Kleinteile wie jetzt zum Beispiel der Griff, Polyamid, Nylon verstärkt, wunderschöner Stopmod-Schaft hinten dran, einmal von der Qualität hervorragend, ebenfalls Polyamid und es sind einfach so Kleinigkeiten, die einfach das Gesamtbild oder die Qualität einfach ein bisschen so abrunden. Wisst ihr, oft habt ihr eine Knifte, die fühlt sich zwar gut an, die ist von der Qualität vom Receiver super und dann habt ihr aber einen billigsten Schaft hinten drauf. Da habt ihr dann Spritzgussnähte dran, klappert, wackelt oder sowas. Und das ist halt bei Marui nicht der Fall. Das Ding sitzt wunderbar drauf, lässt sich perfekt einmal verschieben, einmal oben drauf auf der Tube. Also hier absolut keine Probleme. Es gibt einen Punkt, wenn wir gerade schon bei dem Schaft sind, der mir aufgefallen ist, der läuft auf der Tube relativ straff und dadurch ergibt sich leider so ein bisschen Kunststoffabrieb da hinten auf der Tube drauf. Das macht jetzt von der Funktion natürlich keinen Unterschied, aber es sieht einfach ein bisschen schlecht aus oder ein bisschen komisch aus. Wie gesagt, hier nicht wundern, das ist einfach so ein bisschen so Kunststoffabrieb. Einmal auf der Tube drauf, da der Schaft einfach ein bisschen straff läuft. Aber lieber, sind wir ehrlich, lieber haben wir da so ein bisschen so Kunststoffabrieb, bevor der ganze Schaft da hinten rumklappert und rumwackelt. Weil letztendlich hat man das Ding in seiner Spielposition für seine Körpergröße und dann verschiebt man das Ding eh nicht die ganze Zeit hin und her. Dementsprechend in Ordnung. So, dann haben wir natürlich klassisches M4 oder klassische AR-15, bedeutet MK18 ist nur für Rechtsschützen einmal ausgelegt. Bedeutet, ihr habt einmal den Feuerwahlhebel vom Schützen aus auf der linken Seite und ihr habt den Magazinauswurf standardmäßig vom Schützen aus auf der rechten Seite. Hier also nicht irgendwie beidseitig nutzbar und entsprechend auch der Verschlussfanghebel standardmäßig vom Schützen aus auf der linken Seite. So, das soll es eigentlich so das Grobe schon mal gewesen sein. Mehr gibt es dann später natürlich einmal bei der Verarbeitungsqualität. So, dann lasst uns gleich weitermachen, einmal mit dem System selbst. Beziehungsweise lasst uns noch Kleinigkeiten ansprechen, was ich gerade vergessen habe. Aufnahmetrageriemen, einmal vorhanden, direkt out of the box. Einmal hier vorne dran, ebenfalls im mittleren Bereich. Einmal bei der Caselnut hinten, links und rechts aus Stahl hinten. Und natürlich in dem Schaft könnt ihr ebenfalls einen Trageriemen problemlos einmal montieren. Gerade hier da vorne die Aufnahme finde ich sehr schön, dass sie eben dran gedacht haben und eine mit reingepackt haben. Bei anderen Herstellern muss man sich eben solche Aufnahmen immer separat dazu kaufen. Einfach so eine Kleinigkeit, rundet einfach den Lieferumfang ein bisschen ab, finde ich. Wie gesagt, Aufnahmetrageriemen. Können wir natürlich ebenfalls ummontieren, da vorne hin oder da auf die andere Seite rüber, je nachdem, wie das braucht. So, jetzt aber einmal System. So, die Marui ist wie gesagt ausgelegt für mittelstarkes Gas, sage ich jetzt einfach mal. Ihr müsst natürlich wieder darauf achten, dass ihr nicht die größte Silikonplörre einmal verwendet. Das ist irgendwie so Elite Force Gas, wo mehr Silikon drin ist wie Butan oder Propangas. Nein, ihr solltet also ein gutes mittleres Gas verwenden, was vielleicht so zwischen 8 und 9 Bar einmal aufbaut. Es ist immer ein bisschen schwierig, je nach Temperatur draußen. Wie gesagt, baut halt Gas mehr Druck auf. Dann bekommt er mehr Energie raus. Ist es kalt draußen oder das Magazin kalt, bekommt halt weniger Energie drauf. Da sind wir einfach bei einer GBB, ist es so ein bisschen, ja, ein bisschen die Limitierung. Oder man muss einfach für seine Waffe, für sein Hop-Up-System, für sein Kugelgewicht das passende Gas einfach finden. Man kann jetzt nicht einfach hergehen, kann sich ja überall ein Blackgas reinballern in das Ding. Einfach, hey, ich habe ganz viel Energie, super toll. Nein, das funktioniert meistens mehr schlecht als recht.
So, die Marui ist also eher ausgelegt für etwas schwächere Gassorten und dementsprechend habt ihr das auch im Chrono gesehen. Wie gesagt, wenn das Magazin wirklich kalt ist, wenn man das mal in die Gefriere packt für kurze Zeit, dann liefert die Marui konstantere Ergebnisse im Chrono, wie wenn das Magazin warm ist. Und dementsprechend ja, auch im Winter, wenn es ein bisschen kühler ist, also jetzt nicht bei minus 5 Grad, aber ich sag mal, wenn es draußen jetzt vielleicht wie heute vielleicht 7, 8 Grad oder so hat, ja, läuft das Ding tadellos. Da fangen andere Langwaffen, gerade wenn ihr so 308er Systeme habt, 762 oder so, was mit einem großen Verschluss, die fangen da schon an rumzuzicken, weil sie einfach zu viel Gas verbrauchen. Und hier läuft die Marui von dem System immer noch tadellos, muss man sagen. Auch von der Cooldown-Anfälligkeit, natürlich, je schneller man triggert, desto mehr oder desto stärker fällt die Energie ab. Das ist einfach aufgrund des Gases. Aber auch hier sind andere Systeme nicht ganz so konstant wie die Marui. Also die Marui hält die Energie relativ lange konstant aufrecht. So, dann haben wir ein relativ spezielles System einmal drin, dieses MWS-System mit dem Z-System. Das schauen wir uns später einmal im Detail an, natürlich bei den Internals. Bedeutet, die ganze Abzugsgruppe und auch die Aufnahme oder der Verschlussfang oder die Funktion oder die Mechanik von dem Verschlussfang ist im Vergleich zu anderen Herstellern deutlich verschleißunanfälliger. Bedeutet, wenn euch hinten der Buffer da einmal reinprügelt und das Magazin leer ist, ja natürlich, dann bleibt der gesamte Verschlussträger natürlich hinten drin einmal hängen. Das kann ich euch mit dem leeren Magazin vielleicht auch ganz kurz mal zeigen. Also wie gesagt, dann bleibt das Ganze natürlich da hinten drin hängen. Bedeutet, der letzte Schuss kommt, zack, batsch, das Ding knallt hinter und bei jeder anderen oder normalerweise wird natürlich der gesamte Verschlussträger dann über die Bufferspring und ebenfalls über die Anschlagfeder hinten wieder nach vorne katapultiert. Und da kommt es bei vielen Systemen auf Dauer einfach zu einem Verschleiß am Verschlussträger unten dran oder einmal am Bolt Catch bzw. am Verschlussfang. Und das ist aufgrund dieses Z-Systems bei Marui eben nicht mehr der Fall, da der gesamte Verschlussträger, wenn er wieder nach vorne will und das Magazin leer ist, einfach abgedämpft wird. Und ihr habt keinen Pressschlag sozusagen. Dementsprechend hier schon sehr, sehr gut umgesetzt und ebenfalls das Abzugssystem, auch im Semi, ist deutlich verschleißunanfälliger konstruiert. Wie gesagt, schauen wir uns später an. So, jetzt haben wir ebenfalls eine kleine Besonderheit im Vergleich zu etwas älteren GBBs vielleicht. Marui kombiniert das Ganze von der Bufferspring sehr weich, muss man sagen, also eine sehr, sehr schwache Bufferspring eigentlich drin, aber dämpft quasi den Buffer im hinteren Bereich. Bedeutet, ihr braucht relativ wenig Gasdruck in der Nozzle, um den Verschlussträger nach hinten zu führen, um die Bufferspring zu komprimieren, da sie einfach recht schwach ist. Aber das System ist dennoch sehr schnell, da der Buffer im hinteren Bereich eben mit einer sehr starken Feder ausgestattet ist. Bedeutet eine sehr gute Kombination, weiche Bufferspring, aber im hinteren Bereich ebenfalls nochmal hart gefedert. Dadurch geht zwar der Rückstoß ein kleines bisschen verloren, aber das System arbeitet auch mit wenig Gasdruck einfach unheimlich schnell. So, ich versuche es euch mal zu demonstrieren. Keine BB drin, ich halte jetzt einfach mal den Verschlussfang fest. Ist übrigens Protech Gas einmal drin. Also ihr seht auch wenn ihr wirklich triggert wie ein Geisteskranker, so spielt man eine GBB nicht. Ist klar, ihr gebt eher weniger Schuss ab. Aber auch wenn ihr wirklich mal übertreibt, ihr habt mit dem System keine Probleme. Auch wenn das Magazin eiskalt wird, es gast nichts aus, es spritzt nichts. Der Verschlussträger arretiert immer, wenn das Magazin ist, immer hinten. Wie gesagt, auch mit wenig Gasdruck. Ihr habt nie das Problem, dass das Magazin leer ist und irgendwie der Verschlussträger wieder vorfährt. Nein, es funktioniert vom System selbst wirklich hervorragend. Und wie gesagt, auch wenn wenig Gasdruck einmal ansteht, wenn das Magazin eiskalt ist, läuft das System immer noch im Vergleich zu anderen GBBs unheimlich schnell, muss man sagen. Also dementsprechend Systemumsetzung für eine GBB wirklich tipptopp. Gut Leute, das soll es eigentlich mit den allgemeinen Informationen schon gewesen sein. Gut, mehr brauche ich euch, glaube ich, auch nicht erklären. Es hat eine Standard AR15. Dann würde ich sagen, schwätzt mal einmal im Detail über die Magazine. Gut Leute, dann lasst uns also einmal ganz kurz über das Thema Magazin und vor allem über die Effizienz sprechen. Ihr habt im Lieferumfang jeweils ein Standard MWS M4 Magazin oder AR15 Magazin enthalten und es ist ein 35+1 Magazin. Also ihr bekommt maximal 36 Mumpeln aus dem Ding einmal rausgeknallt.
So, zunächst mal von der Qualität sehr, sehr gut. Ist ein Stahlblechmagazin außenrum, komplett Innereien, standardmäßig aus Zink, wie bei jedem anderen auch. Die Lippen, die Feeding-Lippe oder die Haltelippen vom Magazin selbst sind aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Also hier schön robust das Ganze. Und auch der Gas-Rotor und die Abdichtung zwischen Rotor, also der Dichtung am Magazin und der Nozzle ist hervorragend. Bedeutet auch, wenn ihr euch das Magazin nach mehreren Schüssen einfach oben anschaut oder nach 30 schnellen Schüssen oder sowas, hier oben immer noch komplett einmal trocken. Es geht also kein Gas bei dem Übergang einmal verloren. Dementsprechend die Abdichtung Rotor zur Nozzle, perfekt kann man eigentlich sagen. Auch der gesamte Sitz von dem Magazin im Magazinschacht ist ebenfalls hervorragend. Das kann ich euch vielleicht ganz kurz mal demonstrieren. Gehen wunderbar rein, schnappen sauber ein und sitzen tadellos im Magazinschacht drin. Also kein großes Wackeln oder Klappern drin, lassen sich aber auch problemlos selbstverständlich wieder einmal lösen. Das ist gerade bei einem GBB-Magazin ist es immer wichtig, dass es wirklich gut drin sitzt, denn wenn es zu viel Spiel hat, kann es hier eben beim Übergang vom Rotor zur Nozzle zu Problemen kommen. Ebenfalls, wenn das Magazin zu viel Spiel hat, kann es Probleme geben mit dem Ventil, dass es nicht weit genug öffnet vom Firing Pin und so weiter. Das ist hier von Marui einfach von der Passgenauigkeit sehr gut umgesetzt und funktionieren, wie gesagt, tadellos. So, Qualität, wie gesagt, ebenfalls tipptopp. Hier habt ihr aber keine Markings irgendwie drauf, irgendwie Colt oder sowas, nichts. Ihr habt letztendlich nur hier unten einmal Marui draufstehen. So, dann zunächst mal einen kleinen Punkt, den ihr beachten müsst, ganz wichtig. Ihr könnt das Magazin ganz normal von unten befüllen. Ihr habt hier unten einmal das Einfüllventil dran. Ihr braucht keine besondere Gasflasche. Also auch wenn ihr eine Gasflasche habt mit einem kurzen Stutzen oder mit einer kurzen Nadel, funktionieren die hervorragend. Also ihr braucht keine Verlängerung oder sowas, sondern ihr könnt die Gasflasche ganz normal da unten ansetzen. Nur bitte aufpassen, das Ventil sitzt im Vergleich zu anderen Herstellern nicht gerade in dem Magazin drin, sondern ein bisschen im Winkel. Bedeutet, übertrieben sitzt das Ventil ungefähr so drin. Bedeutet, ihr müsst natürlich auch die Flasche gerade zum Ventil ansetzen. Und das sieht ein bisschen komisch aus, funktioniert aber tadellos. Bedeutet, die Flasche wird so angesetzt. Ich kann es euch mal, wartet mal, ich habe doch eine Flasche da. Ihr müsst also, um das Ventil zu befüllen, die Flasche quasi so drauf drücken. So, und dann könnt ihr das Magazin befüllen, also nicht gerade so drauf, sondern eben schräg im Winkel drauf drücken. Dann haben wir natürlich, was ihr gerade schon gesehen habt, ebenfalls wieder Marui-Einfüllventil. Bedeutet, ihr habt auch hier wieder die Entlüftung drin. Bedeutet nicht wundern, dass wenn ihr da die Gasflasche drauf drückt, dass es so ein kleines Zischen immer gibt. Denn hier kann die restliche Luft, die im Magazin einmal innen drin ist, kann über die Entlüftung einmal entweichen. Und dementsprechend zischen halt die Magazine immer ein kleines bisschen. So, wie gesagt, funktioniert tadellos, dichtet auch hervorragend ab. Jetzt von der Effizienz, von dem allgemeinen System, ist es nicht ganz perfekt meiner Meinung nach. Eine Marui ist normalerweise immer dafür bekannt, von der Gaseffizienz sehr gut zu sein. Nicht nur die Backup, sondern auch die Langwaffen teilweise. Und hier muss ich sagen, haben wir bei der MWS oder bei diesem MWS-System eigentlich einen normalen Durchschnitt. Also sticht nicht im Vergleich zu anderen Herstellern hervor. Mir war es jetzt mit dem Protech-Gas, war es mir jetzt möglich, mit einer Gasladung bei normaler Temperatur, 22 Grad, maximal 58 Schuss einmal rauszuknödeln. Mehr war leider nicht möglich. Hat sich auch die Waage gehalten, auch bei der M4A1, bei der Carbine immer 55 bis 58 Schuss und dann war wirklich das Magazin leer. Also dann kam nur noch ein Ploppen raus auf gut Deutsch. So, hier muss man sagen, da sind andere Hersteller ein bisschen besser von der Effizienz. Da bekommt man teilweise 70, 80, 90 Schuss raus. Es ist aber auch nicht komplett daneben. Man muss aber halt damit klarkommen, dass wenn man ein Magazin rausknallt mit 36 BBs, dass man einfach nochmal ganz kurz die Flasche ansetzt und einfach nochmal das Magazin vielleicht ein bisschen nochmal befüllt. Perfekt wäre es natürlich gewesen, wenn komplett beide zwei Kugelstränge durchgegangen wären, sage ich mal maximal 80 Schuss. Das wäre tipptopp gewesen, funktioniert aber leider nicht. Dementsprechend Effizienz würde ich als durchschnittlich einmal bewerten. So, Kosten haben wir noch vergessen. Natürlich, GBB-Magazin, 60 Euro, seid ihr dabei. Also wieder, klar, GBB-Magazine sind immer teuer, aber jetzt auch im Vergleich zu anderen Herstellern nicht zu teuer, auch wenn es ein Marui-Magazin ist. Wie gesagt, 59 oder 60 Euro ein Ersatzmagazin. Gut Leute, dann geht es einmal weiter. Verarbeitungsqualität, Passgenauigkeit, Materialien. Fangen wir vorne einmal an, wie immer, Mündungsfeuerdämpfer bei der MK18 Standard. Nicht aus Stahl, sondern aus Aluminium gefertigt. Und aufgrund des Designs kennt ihr vielleicht auch bei normalen SAEGs oder sowas. Wenn ihr einen Mündungsfeuerdämpfer in dem Design habt, dann ist das eine Art Stimmgabel. Bedeutet auch hier aufgrund der langen Fräsungen seitlich drin, habt ihr hier so eine Art...
ja, ich hoffe, das hört man ein bisschen, so ein Klingeln einfach drauf. Das ist eben der Mündungsfeuerdämpfer. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht nur bei einer GBB, sondern es ist bei allen, ja, bei allen Airsoft-Kniften, die eben so einen Mündungsfeuerdämpfer haben, habt ihr einfach da vorne so ein Klingeln drauf. Und das ist hier auch bei der MK18 und bei der GBB ebenfalls der Fall. Bedeutet, es klingelt nicht hinten irgendwie die Buffer Springs, sondern es klingelt einfach hier vorne ein bisschen der Mündungsfeuerdämpfer. Manche sagen, es ist schön, manche möchten dieses Klingeln haben, andere sagen, nee, das stört mich. Die machen sich halt einen Schalli drauf oder einen anderen Mündungsfeuerdämpfer. Aber das Ganze, wie gesagt, aus Aluminium gefertigt und dieses Klingeln kann man nicht kritisieren, denn das haben letztendlich alle in diesem Design. Dann selbstverständlich einmal MK18 CNC gefertigter Vorderschaft, das Ganze standardmäßig aus Aluminium gefertigt und wie vorhin schon angesprochen, von der Farbe her leider nicht Cerakote beschichtet, sondern Standard eloxiert. Und auch ein bisschen arg dunkel, finde ich. Also für mich könnte der Farbton ein kleines bisschen heller sein. Also da ist kein großer Unterschied mehr zwischen der Farbe vom Vorderschaft jetzt hier und dem Receiver. Also hätten sie das Ding irgendwie in schwarz gemacht, wäre es letztendlich genauso gewesen. Aber wie gesagt, das ist Ansichtssache. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Daniel Defense mittlerweile ihre Vorderschäfte ebenfalls so dunkel einfärbt. Für mich ist er einfach, oder könnte einfach der Kontrast ein bisschen höher sein oder einfach der Farbton ein bisschen heller sein. Er geht so ganz leicht ein bisschen ins Bräunliche rein, also wirklich schwarz ist er nicht, aber wie gesagt, Geschmackssache ein bisschen dunkel. Dann, wie gesagt, natürlich lizenziert das Ganze, bedeutet Original Markings einmal standardmäßig einmal aufgelasert, aber das ist mittlerweile auch kein herausstechender Punkt jetzt, denn mittlerweile bekommt man selbst bei einer 200 oder 300 Euro MK18, bekommt man teilweise diese Laserungen da einmal drin. Wie gesagt, ist aber qualitativ sehr, sehr gut der Vorderschaft, wird schön von der Passgenauigkeit alles schön fixiert miteinander, kein Spiel irgendwie drauf und wird natürlich alles hinten über die Barrel Nut richtig fest einmal gehalten. Hier kommen wir speziell später nochmal im Detail drauf zu sprechen, Thema Barrel Nut, denn diese ist bei der MK18 leider unheimlich stark verklebt und so gut wie nicht zu öffnen. Bedeutet, ihr kommt eigentlich standardmäßig mal schnell irgendwie nicht ans Hop-Up-System einmal ran. Im inneren Bereich haben wir dann einmal unseren Outer, einteilig, Aluminium, sitzt hervorragend in dem System drin, schön zentriert, nicht irgendwie verbogen oder sowas. Und auch wenn man da vorne mit Kraft rumknöllt und rummacht, da ist halt absolut null Spiel drauf. Richtig schön dickwandig, sitzt bombenfest in dem System drin, so wie man sich das wünscht. Ebenfalls nachgebildete Gasabnahme im inneren Bereich, auch diese ist leider komplett verklebt und auch das Gasrohr ist ebenfalls vorhanden. Natürlich auch nur Fake. Dann machen wir einmal mit dem Receiver weiter und ihr seht, ich zeige euch den Receiver zunächst mal vom Schützen aus auf der rechten Seite. Wir drehen ihn dann natürlich auch einmal um, aber hier müssen wir ein bisschen ins Detail drauf eingehen auf den Receiver. So, zunächst mal, der gesamte Receiver ist natürlich standardmäßig aus Aluminium gefertigt, wie man es eigentlich kennt. Qualität, Passgenauigkeit, alles tipptopp und natürlich ein riesengroßer Pluspunkt eigentlich, der Receiver ist ebenfalls Cerakote beschichtet. Also Vorderschaft ganz normal eloxiert, Receiver Cerakote beschichtet in einem wunderschönen dunklen und matten Anthrazitton. Also nicht zu dunkel, sondern richtig schönes Anthrazit, finde ich unheimlich ansprechend. So, warum müssen wir hier im Detail drauf sprechen? Zunächst mal, was unheimlich positiv ist, wie gesagt, Cerakote ist eine sehr gute Waffenbeschichtung, muss man sagen, ist unheimlich kratzresistent, aber es ist jetzt auch nicht der heilige Gral, versteht mich nicht falsch, also auch wenn ihr jetzt einen Schraubendreher hernehmt und mit voller Schmackes da einmal entlang reißt, natürlich, dann bekommen die auch Kratzer rein. Aber im Vergleich zu einer normalen Eloxalschicht deutlich kratzresistenter. So, warum spreche ich jetzt das Thema Cerakote so besonders an? Wie gesagt, es wird definitiv heute einen Pluspunkt geben. Receiver ist Cerakote beschichtet. Was mir allerdings jetzt aufgefallen ist oder auch ein bisschen gravierend aufgefallen ist, und das ist auch wieder nur wirklich, wenn man wirklich Wert drauf legt, auf die kleinste Nuance, dann fällt einem sowas auf. Aber die Cerakote-Beschichtung ist je nach Waffe unterschiedlich und nicht ganz perfekt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt den Receiver von der MK18 euch anschaut, dann würde die Beschichtung nicht konstant aufgetragen. Bedeutet, gerade in den Radien unten drin, zum Beispiel hier in diesem Radius, seht ihr so ganz helle Stellen einmal. Und dann dachte ich zuerst, okay, vielleicht ist die Fläche, wo es dunkel ist, einfach ein bisschen ölig, wische ich mal drüber. Nein, in den Radien ist zu wenig Farbe einmal aufgetragen. Auch unten im Magazinschacht, unheimlich dünn beschichtet. Und auch auf der gegenüberliegenden Seite, ihr habt immer wieder in diesen Radien am Receiver, seht ihr einfach, dass die Farbe nicht dick genug aufgetragen wurde oder der Cerakote. Bedeutet, da wurde nicht mit der Spritzpistole oder mit der Lackierpistole nicht in den Winkel sauber einmal reinlackiert.
Und das ist mir, wie gesagt, nur bei der MK18 einmal aufgefallen. Wenn wir jetzt uns den M4A1 Carbine Receiver mal anschauen, der ist ja letztendlich exakt 1:1 identisch, aber der ist deutlich besser lackiert. Also hier qualitativ ein paar kleine Nuancen unterschiedlich zwischen den einzelnen Modellen eventuell. Je nachdem, wie der Lackierer oder der Lackierroboter vielleicht Lust hatte. Wie gesagt, ich würde es nicht kritisieren, aber man sieht halt, wenn man wirklich ganz genau hinschaut, dass eben an manchen Stellen die Farbe einfach zu dünn aufgetragen wurde. Ansonsten Qualität, wie gesagt, Passgenauigkeit von diesem Receiver ist wirklich hervorragend. Da kann man gar nicht schimpfen. Und wenn wir das Ding jetzt einmal umdrehen, dann haben wir hier natürlich ein komplettes Lizenzmodell mit den Original Colt Markings einmal auf dem Magazinschacht eingeprägt. Und das auch noch richtig schön sauber und fein. Warte mal, ich gucke mal, ob ich vom Licht vielleicht ein bisschen besser hinkomme. Ich hoffe, man sieht es. Also hier die Original Markings einmal vorhanden oder die Original Colt Markings einmal vorhanden auf dem Receiver. Dementsprechend auch für Sammler vielleicht recht interessant das Ganze. So, ihr seht vielleicht, wenn ich es gerade ein bisschen ins Licht gedreht habe, seht ihr vielleicht, dass hier teilweise ein bisschen fettig geworden ist. Man muss auch dazu sagen, wenn ihr die Knifte mal ein bisschen anfummelt, mit dieser Cerakote-Beschichtung bekommt man relativ schnell solche so Fettschlierer einfach rein von der Oberfläche. Kann man aber nicht kritisieren. Und wie gesagt, auch wenn ihr mal, warte mal, so hat man es gerade sehr gut gesehen, auch wenn ihr hier mal herschaut, jetzt an den Verschlussfang, sieht man, dass hier ein kleines bisschen ölig ist. Das ist einfach durchs ganze Testen, wirklich mit einem eiskalten Magazin, ist hier ein kleines bisschen Gas rausgespritzt. Aber das war wirklich, da war das Magazin bei, keine Ahnung, minus 5 Grad oder sowas. Also hier nichts Gravierendes irgendwie, dass hier irgendwie das System sappert und spritzt oder sowas. Wie gesagt, nein, das ist letztendlich nur, wenn man es extrem übertreibt und eben bei minus 4 Grad das Magazin durchprügelt, einen Schuss nach dem anderen. Dann kann es hier ein kleines bisschen Öl rausdrücken. So, wie gesagt, Passgenauigkeit, hervorragend. Bedienelemente, vorhin schon angesprochen, sind letztendlich Standard. Bedeutet, ihr habt ganz normal vom Schützen aus einmal auf der linken Seite euren Verschlussfang, ganz normal M4, zack, drücken, Verschluss fährt 1A wieder nach vorne. Fährt auch weit genug nach außen, bedeutet im Vergleich zu anderen Systemen, wo der teilweise nur so ein Millimeter sich bewegt, steht er dann hier im arretierten Zustand recht weit raus, man kommt wunderbar hin, zack, bumm, Verschluss einmal wieder schließen oder System schließen. So, dann haben wir einmal unseren Feuerwahlhebel Standard AA15 vom Schützen aus nur auf der linken Seite, läuft aber tadellos. Richtig schönes Klicken, Springen in die einzelnen Positionen, nicht irgendwie schwammig oder sowas, nein, richtig schönes, sauberes, definiertes Klicken einmal drin. Also tipptopp seitens Marui einmal umgesetzt das Ganze. Abzugsgewicht ist im Vergleich zu anderen ein ganz kleines bisschen schwächer. Das seht ihr später auch beim inneren Aufbau. Wir haben hier vom Abzug ein kleines bisschen anderes System. Bedeutet, wir haben nicht standardmäßig diese ewig großen Federn da links und rechts, die da drauf drücken, sondern letztendlich wird der Abzug nur über eine kleine Kompressionsfeder sozusagen gehalten oder erzeugt quasi euer Abzugsgewicht. Und dementsprechend ist das Abzugsgewicht zum Beispiel im Vergleich zu einer VFC kleines bisschen geringer. Also kleines bisschen weniger Abzugsgewicht. Ich habe jetzt keine Kofferwaage da. Aber wie gesagt, vom Gefühl her vielleicht 60% im Vergleich zu einer VFC. Aber dennoch schön klar definierter Abzug, natürlich bei einer GBB, schöner Reset, einmal schönes Klicken, aber auch ein kleines bisschen länger wie bei anderen Systemen. Gerade wenn man es mal vergleicht mit einer GHK zum Beispiel, die ist vom Abzugsweg ein kleines bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Hier ist die MWS ein bisschen länger. Bedeutet, ihr müsst den Abzug halt jedes Mal ca. 8 mm wieder kommen lassen, bis der Reset einmal da ist. Das ist aber eben auch ein Punkt, da Marui hier im inneren Bereich das System etwas optimiert hat, was den Verschleiß angeht. Schauen wir uns aber dann gleich bei den Internals einmal im Detail an. Gut Leute, dann bleibt uns eigentlich nur noch der hintere Bereich, dann sind wir schon einmal durch. Ein kleiner Punkt, genau die einzelnen Bedienelemente, sprich jetzt hier oben zum Beispiel Spannhebel, Feuerwahlhebel, Abzug, Magazincatcher oder Magazinhalter, Verschlussklappe oder Dustcover sind standardmäßig alle aus Zink oder aus Aluminium gefertigt. Ihr findet hier also an den Bedienelementen keinerlei Stahl einmal vor. Ebenfalls die Castle Nut hinten an der Buffer Tube ist ebenfalls nur aus Aluminium gefertigt. Das einzigste Stahlteil ist einmal die Aufnahme von Trageriemen, die ihr hier einmal links und rechts nutzen könnt. Die ist, wie gesagt, die ist aus Stahl, der Rest ist alles Zink und Alu.
So, dann haben wir die Buffer Tube, die ist auch standardmäßig aus Aluminium gefertigt und einmal unser Standardschaft hinten drauf, den habe ich euch vorhin schon mal angesprochen bei den allgemeinen Informationen. Qualitätssuppe, wunderschöne Farbe, also nicht irgendwie zu arg ins Sand gehende, nicht zu arg gelblich oder sowas, richtig schönes mattes Khaki oder Coyote. Auch Spritzgussnaht hier oben, zwar sichtbar, aber nicht ausgeprägt und wie vorhin auch schon angesprochen, läuft er relativ straff auf der Tube und dadurch ergeben sich hier so leichte Schliere einfach. Da sieht man so ein bisschen Kunststoffabrieb. Kann man aber, wie gesagt, wie vorhin schon angesprochen, kann man letztendlich nicht kritisieren. Dafür sitzt das Ding einmal sauber drauf und wackelt und schwabbelt halt da hinten auf der Tube nicht rum. Also lieber so, wie wenn zu viel Spiel drauf ist. Genau, hinten die Schaftkappe übrigens, die ist im Vergleich zu anderen Herstellern natürlich auch aus Gummi gefertigt, aber deutlich, deutlich weicher. Also da haben andere Hersteller, würde ich es jetzt mal vergleichen, zum Beispiel 70 NBR oder sowas. Marui verwendet hier einen relativ weichen 50 NBR. Das seht ihr auch, wenn er mit ein bisschen Kraft da hochdrückt, könnt ihr den ganzen Gummi ein bisschen drücken. Also ein kleines bisschen weicher und die Qualität von dem Schaft ist wirklich hervorragend. Da kann man definitiv nicht maulen, auch wenn es letztendlich ein Standardbauteil ist. Dann schauen wir uns einmal ganz kurz noch an, wie wir einmal unser Hop-Up einstellen bei den MWS-Systemen von Marui. Und das geht auch, ja, wie soll ich sagen, das geht halt genauso wie bei anderen GBWs teilweise. Also man kommt halt relativ beschissen hin, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist bei einer GBB einfach für den Hersteller schwer, ein Hop-Up-System zu konstruieren, wo man einfach gut hinkommt, aber die Waffe dennoch dem Original entspricht. Ja, natürlich, Sie könnten jetzt da irgendwo außen einen Gewindestift hinmachen, wie Tipman oder so ein Mist. Nein, sieht halt kacke aus. Dementsprechend, wie gesagt, man kommt halt wieder ein bisschen bescheiden hin, aber es ist jetzt nicht so gravierend wie früher die alten WA-Systeme oder VFC-Systeme, auch noch mit dem langen Inbus von hinten. So schlimm ist es heutzutage nicht mehr. So, auf jeden Fall, ihr habt euer Einstellrädchen hier im oberen Bereich des Lower Receivers innen drin sitzen, über dem Verschlussträger. Bedeutet, wenn ihr den Verschlussträger mal nach hinten fahrt und diesen hinten arretiert und dann hier einmal reinschaut, dann seht ihr gar nichts, weil es komplett schwarz ist. Mist. Ich zeige es euch gleich noch mal in der Nahaufnahme. Auf jeden Fall gäbe es jetzt die Möglichkeit, wenn man einen langen Finger hat oder wenn man lange Finger hat, dass man hier durch den Magazinschacht einmal nach oben reinkommt und das Rädchen einstellen kann. Habe ich zu kurze Finger, komme ich nicht hin, funktioniert nicht. Ebenfalls, was auch nicht funktioniert, weil ich dann dachte, gut, dann gehe ich eben von der Seite hier rein, komme ich auch nicht. Bedeutet, auch hier komme ich oben nicht an das Drehrädchen einmal hin. Schade eigentlich. Dementsprechend musste ich eben in der Halle jedes Mal einmal den Pin hinten einmal rausdrücken. Der sitzt zum Glück nicht ganz so straff drin. Bedeutet, den Pin kommt man auch mit ein bisschen Geknödel einmal raus. Dann einmal aufklappen. Dann musste ich jedes Mal den gesamten Verschluss einmal entnehmen. So, und dann kommt man hier innen, wartet, ich nehme den vorderen Pin auch nochmal raus, um euch das ein bisschen besser zeigen zu können. Und dann kommt man eben, wenn man sie aufklappt, kommt man hier oben jetzt da einmal an das Einstellrädchen hier vorne einmal hin. Ich hoffe, es ist noch scharf. So seht ihr das. Also hier oben, da ist das Einstellrädchen. Wie gesagt, da könnt ihr mehr oder weniger Hop einmal drauf geben. Habt ihr lange Finger, kommt ihr vielleicht durch den Magazinschacht hin. Habt ihr etwas kürzere Finger wie ich, müsst ihr halt das Ding jedes Mal aufklappen, Verschluss einmal entnehmen, einstellen, Verschluss wieder rein, zusammenklappen. Ist, wie gesagt, ist ein kleines bisschen umständlich, aber dennoch nicht schlecht konstruiert von Marui. Hop-Up-Leistung habe ich, glaube ich, auch vorhin schon angesprochen nach dem Schusstest. Maximal 0,25, 0,28 und dann ist Feierabend. Bedeutet, möchtet ihr mehr Kugelgewicht oder mehr Kugelgrammatur spielen, dann müsst ihr das Bucking einmal tauschen. Das ist bei der MK18 leider nicht ohne weiteres möglich. Das sprechen wir aber jetzt gleich bei der Demontage an. So Leute, Marui MWS M4 Systeme, egal ob jetzt M4A1 oder MK18, Demontage. Gibt es leider ein gravierendes Problem und auch wird es heute die Demontage leider nur in der Theorie geben. Bedeutet, ich erzähle euch einfach mal ganz kurz, wie ihr das Ding auseinandernehmt. Denn ein zweites Mal werde ich die Finger davon weglassen. Bedeutet, ich habe jetzt eine zerlegt, die M4A1. Die MK18 seht ihr schon, die ist nicht zerlegt. Denn, ja, hört es euch einfach selber an. Also fangen wir zunächst mal an. Demontage MK18. Ist an sich ja bei einer GBB nicht wirklich viel dabei. Bedeutet, wir nehmen zunächst einmal hier hinten den Pin raus, drücken diesen einmal raus. Dann können wir sie von mir aus einmal aufklappen, wenn wir sie wollten. Können jetzt ganz normal hier oben einmal unseren Spannhebel und ebenfalls unseren Verschlussträger rausnehmen.
So, einmal diese beiden Bauteile, die werden wir natürlich später noch einmal zerlegen. So, dann geht es weiter. Natürlich auch im vorderen Bereich können wir standardmäßig einmal den Pin jetzt hier lösen. Der sitzt relativ straff bei beiden Systemen. So, einmal den Pin rausballern und das Ganze quasi Upper und Lower voneinander trennen. So, jetzt habt ihr hier hinten noch einmal euren Buffer drin. Den Buffer könnt ihr ganz normal rausholen, indem ihr hier unten diesen fetten Klotz einmal reindrückt. Und dann könnt ihr den Buffer zusammen mit der Buffer Spring einmal entnehmen. So weit, so gut denkt ihr euch, ne? Ist ja nicht viel dabei. So, und jetzt kommen wir zunächst mal zu einem besonderen Punkt bei der MK18, was ich heute leider auch kritisieren muss. So, Thema Hop-Up bei einer GBB ist immer nicht ganz easy teilweise, es sind besondere Hop-Up-Systeme, aber man muss rankommen. Versteht mich nicht falsch, natürlich, ihr könnt das Ding jetzt auspacken, ihr könnt das Ding schießen, kein Problem. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo euch auch bei einer GBB selbstverständlich das Hop-Up-Bucking einfach verschleißt. Bedeutet, die Patchfläche nutzt sich einfach ab und irgendwann ist einfach mal der Punkt erreicht, wo das Bucking oder der Gummi von eurem Hop-Up einfach durch ist. Bedeutet, es muss ein neuer rein und dementsprechend muss man als Kunde auch die Möglichkeit haben, an das Hop-Up-System ranzukommen, um gegebenenfalls das Hop-Up-Bucking tauschen zu können. Und das gleiche gilt natürlich auch für unsere Händler, jetzt zum Beispiel in dem Fall Airsoft to go. Wenn jetzt der Kunde sagt, okay, ich kann es nicht selber tauschen, schickt das Ding zu Airsoft to go, dann darf sich Airsoft to go damit rumärgern, hier ein neues Bucking zu installieren. So, jetzt wird es grausam, denn Hop-Up-Bucking tauschen ist bei der MK18 so gut wie nicht möglich. Erkläre ich euch ganz kurz in der Theorie, wie ihr einmal die MK18 normalerweise zerlegt. Ihr habt ganz normal wie beim Daniel Defense Vorderschaft bekannt die Senkkopfschrauben drin. 3 Stück je Seite, also 1, 2, 3. Diese 3 Schrauben löst ihr selbstverständlich auf beiden Seiten und dann könnt ihr den unteren Bereich von dem Vorderschaft einfach abnehmen. So, das funktioniert auch, kein Problem. So, wenn ihr dann reinschaut, dann habt ihr hier vorne einmal eure Gasabnahme. Die könnt ihr mit viel Hitze auch einmal demontieren. Bedeutet, ihr habt im unteren Bereich 2 Gewindestifte drin. Diese sind nicht verklebt. Die könnt ihr also ganz normal einmal abschrauben. Dann könnt ihr ebenfalls ganz normal den Mündungsfeuerdämpfer runterschrauben. Absolut kein Problem. Und dann ist aber die gesamte Gasabnahme auf dem Outer einmal komplett verklebt. Und es ist jetzt nicht einfach nur eine mittelfeste Schraubensicherung, sage ich mal, oder einfach irgendein leichter Kleber, wo der einfach sagt, gut, mit ein bisschen Kraft kann man das irgendwie lösen. Nein, das ist irgendein Loctite, irgendwas Hochfestes, denn ihr müsst die gesamte Gasabnahme mit einem Bunsenbrenner oder halt mit einem Gasbrenner für mindestens 2 Minuten komplett auf, sage ich mal, über 200 Grad hochhitzen, damit sich ansatzweise der Kleber einmal löst. Und dann könnt ihr immer noch mit viel Kraft und mit dem Hammer, mit dem Schraubendreher, könnt ihr dann die Gasabnahme nach vorne vom Auto einmal runter klopfen. Und wie gesagt, ihr müsst das Ding brutal heiß machen, andernfalls löst sich da gar nichts. Okay, so, wir bekommen aber die Gasabnahme mit viel Hitze einmal runter. Wie gesagt, ist nicht ganz schön, aber ist machbar, sage ich mal. So, dann geht's weiter. Für die MK18 benötigt ihr ein spezielles URX-Tool. Das hat mir der Immo Gott sei Dank einmal mitgeschickt. Der hat sich so seine auch einmal gekauft. Das ist dieses Teil hier. Hier muss man zunächst mal aufpassen, dass diese hinteren Positionen für die Barrel Nut je nach Tool einmal abweichen. Bedeutet, bei dem hier waren diese Positionen ein bisschen zu breit und konnten dementsprechend nicht hinten in der Barrel Nut arretiert werden. Bedeutet, die mussten pro Seite ca. 0,5 mm etwas kleiner gefeilt werden. Erst dann ging das Tool einmal komplett drauf. Bedeutet, ihr schiebt das gesamte Tool, müsst ihr euch halt besorgen oder müsst ihr euch selber eins bauen aus Aluminium, schiebt ihr einmal über euren Outer drüber, arretiert das Ganze hinten in der Barrel Nut und könnt dann das Ganze hier mit einem Gabelschlüssel oder mit einer fetten Rohrzange einmal drehen und dementsprechend die Barrel Nut lösen. So, jetzt könnt ihr euch schon denken, worauf ich hinaus möchte. Die gesamte Barrel Nut hinten ist genauso verklebt wie die Gasabnahme auch. Und es war mir bitte entschuldigt den Ausdruck, aber es war mir ums Verrecken nicht möglich, die Barrel Nut nur ein Zehntel irgendwie anzulösen oder zu bewegen. Null. Das Ding ist so brutal hart verklebt, dass es nicht möglich ist, die Barrel Nut irgendwie ansatzweise zu lösen. Auch hier bin ich selbstverständlich mit Hitze draufgegangen, bestimmt 3 Minuten, 5 Minuten, der ganze Receiver, alles war
übelst heiß. Ihr seht vielleicht auch im oberen Bereich, dass teilweise schon das Material blau geworden ist innen drin oder sich verfärbt hat. Und selbst dann war es nicht möglich, diese Barrel Nut ansatzweise irgendwie zu bewegen. Dazu kommt noch, dass die Barrel Nut nur aus einem sehr, sehr weichen Aluminium ist. Ich denke mal 6061 und dass bereits diese Arretierungspositionen bereits ein kleines bisschen jetzt vernudelt sind. Und dennoch hat sich die Barrel Nut absolut nicht gelöst. Und das ist Mist und dementsprechend komme ich bei der MK18 leider nicht ans Hop-Up-System einmal ran und kann auch nicht das Hopper-Bucking euch jetzt irgendwie zeigen. So, normalerweise, kommen wir gleich nochmal dazu. Ebenfalls habe ich ein kleines Problem, wenn wir jetzt so viel Hitze da drauf geben müssen, um jetzt die Barrel Nut vielleicht lösen zu können, dann wird das Zeug so heiß, dass euch das Bucking da innen drin vermutlich einmal schmilzt. Vermutlich. Schauen wir uns dann später an, wenn wir uns die Hop-Up-Kammer anschauen, denn Airsoft2Go war dann Gott sei Dank so fair und hat mir jetzt nachträglich eben noch diese M4A1 geschickt, die MWS, und da ist das Ganze ohne Probleme möglich. Ihr könnt ganz normal einmal die ganze Barrel Nut mit einem AR15 Tool ganz easy einmal abschrauben und die ist nicht verklebt. Also warum Barui den ganzen Mist so brutal da festklebt bei der MK18, verstehe ich nicht und gibt für mich oder ist für mich definitiv ein Kritikpunkt. Also Airsoft2Go, wie gesagt, hat mir dann noch nachträglich die M4A1 geschickt, die ganz normale Carbine, und hier ist es eben möglich, das Ganze problemlos einmal mit dem AR15 Tool einmal einfach abzuschrauben, Rohr rausziehen und dann kommt man hier hinten eben einmal an die Hop-Up-Kammer und an den Inner oder an den Lauf einmal ran, damit ich euch das überhaupt einmal im Video zeigen kann. Wie gesagt, finde ich bei der MK18, warum verklebt man das so krass? Dann nehme ich eine mittelfeste Schraubensicherung und gut ist, damit es hält. Ja, natürlich, es soll sich nicht von alleine lösen, selbstverständlich. Aber doch nicht irgendein hochfestes Loctite oder 2 Komponentenkleber oder weiß der Geier was. Das ist meiner Meinung nach absolut Quatsch. So, aber die Internals von der M4A1 sind zur MK18 1:1 identisch. Bedeutet, ich kann euch eben das Hop-Up-System später und auch die Hop-Up-Kammer, den Lauf, kann ich euch alles einmal bei der ganz normalen M4 zeigen oder bei der M4A1. So, hier seht ihr Lauf oder Rohr einmal rausgebaut. Da seht ihr, hier hinten sitzt die Hop-Up-Kammer drin. Auch relativ passgenau das Ganze. Könnt ihr ganz einfach einmal nach hinten rausziehen jetzt da. Dann würde es rein theoretisch bei der Demontage weitergehen. Einmal mit dem gesamten oder mit der gesamten Abzugsgruppe, welche einmal im Receiver einmal drin ist. Also dieses gesamte Bauteil hier, dieses gesamte Gehäuse quasi. Mit dem Hammer drin, mit dem Sear drin. Ihr seht, es ist letztendlich ein Bauteil. So, wie am Anfang jetzt von der Demontage gerade schon gesagt, ich werde das euch nicht im Detail zeigen, ich erkläre es euch aber, denn auch diese gesamte Abzugsgruppe ist in dem gesamten Lower Receiver verpresst. Bedeutet, die sitzt so presst da einmal drin, damit man sich unheimlich plagt, diese einmal aus dem Lower rauszubekommen. Ich erkläre es euch gleich, wie es ich jetzt gemacht habe, aber wie gesagt, das Ding einfach rausziehen ist nicht möglich. So, wenn ihr die raushaben wollt, wenn ihr mal irgendwie reinigen wollt oder nachschmieren wollt, müsst ihr ein paar kleine Punkte zunächst einmal lösen oder ein paar Bauteile. Zunächst einmal müsst ihr natürlich euren Feuerwahlhebel rausziehen. Das geht letztendlich genauso wie bei anderen GBBs. Bedeutet einfach ziehen und dabei ein bisschen drehen und dann seht ihr, dann kommt er langsam, dann dreht er und zieht dabei und irgendwann macht es dann flop und dann flutscht euch das Ding einfach einmal raus. Als nächstes könnt ihr dann diesen unteren Pin hier einmal lösen. Den könnt ihr ganz normal einmal rausklopfen. Hier bitte nicht, ihr seht, bei mir ist ein kleines bisschen angekratzt, ist aber kein Pin, sondern das sind nur solche Abdeckungen. Also hier nicht irgendwie wie ein Schmied drauf rumhauen. Ich habe da ein kleines bisschen geklopft gehabt, habe dann gemerkt, oh, irgendwas passt da nicht. Wie gesagt, Explosionszeichnung reinschauen, da seht ihr, das ist kein Pin. So, und als nächstes müsst ihr leider den Magazinhalter einmal lösen, denn der hängt vorne einmal in der Abzugsgruppe drin. Bedeutet, ihr müsst ihn vom Schützen aus auf der rechten Seite mit voller Schmackes einmal reindrücken, hier gleichzeitig ziehen und dann einmal abschrauben. Wie gesagt, müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn ihr müsst jedes Mal pro Drehung einmal über den Verschlussfanghebel einmal drüber quasi beim Drehen. Also hier wirklich mit Schmackes ziehen und dabei gleichzeitig einmal drehen.
So, und zuletzt, wenn ihr dann von oben einmal reinschaut, dann hängt das Ganze hier unten drin im Blower nochmal an der Schraube. Diese Schraube einfach einmal rausnehmen oder abschrauben. So, und dann müsste man, dann müsste man rein theoretisch das Ganze einfach rausziehen können. Das ist aber aufgrund der Passgenauigkeit bei dieser Marui MWS leider nicht möglich. Wie gerade schon gesagt, das Ding sitzt unheimlich press einmal drin. So, auch gibt es hier nicht irgendwo eine Möglichkeit, damit man hier irgendwie ein bisschen klopfen kann oder ansetzen kann. Und dementsprechend wird es auch hier plagt man sich einfach ein kleines bisschen. Wenn ihr jetzt mal die Abzugsgruppe von mir anschaut, seht ihr hier unten an der Kante ein kleines bisschen so Druckstellen. So, ich bin so vorgegangen, ich habe das Ding so hergedreht und bin dann mit einem Bit einmal an diese Kante innen drin einmal rangegangen, also quasi von unten gegen die Abzugsgruppe, gegen das Gehäuse. Habe dann hier vorne ganz vorsichtig geklopft, Millimeterchen. Dann habe ich das Ganze umgedreht wieder und dann bin ich mit dem Inbus hier hinten einmal rein und quasi mit der vorderen Kante von dem Inbus unter das Gehäuse drunter. Da seht ihr, da hinten ist so eine kleine Kante einmal drin. Also hier drunter und dann auch da hinten Millimeter hochhebeln, dann wieder umgedreht, dann wieder Millimeter vorne rausgeklopft und das Ganze ungefähr 5 Minuten wieder hebeln, klopfen, bis das Ding einmal komplett rausgekommen ist. Auch hier muss man sagen, auf der einen Seite Passgenauigkeit sehr gut oder finde ich immer gut, wenn Bauteile einfach sauber sitzen. Aber das ist halt zum Demontieren, ist es einfach nervig. Natürlich, das Zeug muss sauber sitzen, keine Frage, aber da hätte doch vielleicht 0,1 Übermaß hätte doch gelangt. Wenn man da mit ein bisschen Schmackes dran gezogen hätte, wäre doch okay gewesen. Warum muss ich da knödeln und hebeln und machen, damit ich das Zeug da rausbekomme? Also auch hier in Ordnung, muss man sagen, aber halt ein bisschen umständlicher zum Zerlegen. Dann einmal der Verschlussträger zusammen mit der Nozzle. Das ist sehr geil gemacht von Marui. Ihr seht, der gesamte Verschlussträger ist übrigens aus Zink. Schauen wir uns dann gleich an. Ihr seht hier oben das Kunststoffteil. Das ist letztendlich euer gesamter Nozzle-Stop. Also das gesamte Bauteil, was hier oben in diesen Langlöchern läuft, ist sozusagen euer Nozzle-Stop. Und dementsprechend ist die Nozzle, wenn das Ganze nach hinten katapultiert wird und die Nozzle zurückgezogen wird, habt ihr hier eben nochmal eine Pufferung auf dem Nozzle-Stop dementsprechend einmal drauf. Also das ist von Marui von der Konstruktion her sehr, sehr gut. Auch zum Auseinanderbauen eigentlich nicht wirklich was dabei. Ihr habt 2 Kreuzschrauben oben drauf. Diese beiden Schrauben löst ihr einfach einmal. Dann können wir den gesamten Nozzle-Stop einmal im hinteren Bereich einmal leicht nach oben hebeln. Dann die Nozzle vorne ein bisschen rausziehen und dann das Ganze einmal ein bisschen nach vorne schieben. So, dann kommt die Feder hinten einmal raus. Die könnt ihr auch vorher, wenn ihr wollt, mit einem Schraubendreher einfach einmal raushebeln. Ist auch einmal möglich, nur halt nicht verlieren. Also Feder raus, dann das Ganze wie gesagt nach vorne ein bisschen schieben und dementsprechend diesen gefederten Nozzle-Stop einfach einmal vom Verschlussträger abziehen oder abnehmen sozusagen. So, dann könnt ihr einen kleinen Schlitz nehmen und dann seht ihr hier unten oder hier hinten, seht ihr es vielleicht, da habt ihr hier so einen kleinen Clips drin aus Kunststoff. Den müsst ihr jetzt letztendlich nur einmal nach oben drücken. So, das ist einfach dieses Bauteil hier und das hält jetzt letztendlich einmal eure Feder oder eure Rückholfeder von der Nozzle. Bedeutet, jetzt geht das Ganze nach hinten rein und ihr könnt die Nozzle einmal nach vorne rausziehen. Wenn ihr jetzt die Nozzle auch noch öffnen wollt, habt ihr hier einfach mittig circa eine kleine Schraube drin. Diese einfach einmal komplett lösen. Dann könnt ihr hinten einmal die Dichtung abziehen. Die ist nur einmal aufgesteckt. Ist auch aus einem relativ weichen Gummi. Also auch wenn ihr da mal eine neue braucht irgendwie, wenn die zu hart wird. Die ist wie gesagt nur drauf gesteckt. So, einmal runter damit. Die gesamte hintere Dichtung quasi von der Nozzle. So, dann könnt ihr das ganze Innere einfach einmal rausziehen. Und ebenfalls müsst ihr jetzt eigentlich einmal das Inner Valve, einmal das Inner Valve ebenfalls rauskommen aus der Nozzle. So, das heißt, wenn ihr irgendwie einen Endpass reinbauen wollt oder sowas, werde ich euch später vielleicht mal noch zeigen, wenn ich noch eins finde, ob ich noch eins da habe, ob das eventuell passt oder nicht passt. So, raus damit den vorderen Bereich. Die Warzen, die sind natürlich wieder gefedert, sind letztendlich nur gesteckt, könnt ihr auch raushebeln, wenn ihr wollt, aber können wir letztendlich uns einmal sparen für dieses Video. Dann bleibt uns letztendlich nur noch einmal die Abzugsgruppe selbst. Hier habt ihr zunächst mal seitlich vom Z-System einmal diesen Stahlhebel drauf oder dieses
Stahlblech nenne ich es jetzt einfach mal, wie gesagt vom Z-System, wo später einmal euer Verschlussfang einrastet. Das nehmen wir einmal weg, denn das fällt standardmäßig einmal weg. So, und dann die restlichen Bauteile hier auf der Seite könntet ihr einfach aus Sicherheitsgründen mal noch den Pin rausnehmen vom Feuerwahlhebel, damit euch der nicht irgendwie aus Versehen rausspringt und sich irgendwo im Raum verteilt. Den Rest würde ich aber drin lassen. Ihr seht hier unten diesen fetten Stahlbolzen mit der Feder hinten dran. Das ist letztendlich die Pufferfeder vom Verschlussfang, vom Z-System. Ist sehr, sehr straff gefedert. Also wenn ihr jetzt hier hergeht und das Ganze hochhebelt, dann schießt euch das Ding nach vorne weg. Also hier so viel Federspannung drauf, würde ich drin lassen. Fällt auch garantiert nicht irgendwie von alleine einmal raus. So, zum Öffnen einmal umdrehen, dann seht ihr auf dieser Seite zunächst mal ein paar Kreuzschrauben. Diese öffnet ihr einmal oder löst ihr. Die Schrauben gelöst machen wir im vorderen Bereich beim Verschlussfang erstmal diese Plastikabdeckung hier raus, oder diese Kunststoffabdeckung. Ich weiß auch nicht genau, was sie darin zu suchen hat, vermutlich irgendwie für einen Firing Pin, keine Ahnung. Auf jeden Fall Plastikabdeckung einmal weg. Und dann können wir ebenfalls einmal unseren Verschlussfang selbst einmal lösen. Bedeutet, den biegt ihr einfach komplett einmal oder kippt ihn einmal komplett rum. Seht ihr, also einmal über die Achse quasi drüber drehen sozusagen und dann könnt ihr den ganz normal einmal abnehmen, zusammen mit der Feder dazu. So, einmal dieses Bauteil legen wir uns ebenfalls einmal auf die Seite. So, dann können wir das Ding eigentlich schon einmal aufmachen. Wir drehen es uns einmal rum, dann geht es ein bisschen einfacher vielleicht. So, und dann einfach die eine Hälfte hier einfach ein bisschen aufhebeln, vorsichtig. So, Abzug können wir uns ein bisschen festhalten. So, dann können wir das eine Gehäuse einmal wegnehmen. Wie gesagt, hier der Lever von dem Z-System zusammen mit diesem Kolben und der Feder, das bleibt standardmäßig einmal drauf. So, und dann habt ihr hier letztendlich eure Abzugsgruppe. Ihr könnt jetzt einmal den Abzug rausnehmen. Der ist noch ein bisschen gefedert da unten. So, Abzug zusammen mit dem Sear raus. Dann habt ihr hier einmal euren Hammer. Da läuft hier unten rein einmal die Hammer Spring. Bedeutet, wir können die Hammer Spring einmal aushaken. So, Hammer Spring einmal gelöst. Dann können wir einen Hammer rausziehen. Hammer Spring Firing Pin können wir uns auch rausziehen. Hängt da vorne noch in der kleinen Feder drin. Wartet, ich zeige es euch mal ganz kurz für die Montage, vielleicht wieder wichtig. Hier seht ihr oben die kleine Feder, die runterkommt, die steckt hier im Firing Pin drin, damit dieser standardmäßig immer einmal nach hinten gefedert wird, logischerweise. Müsst ihr halt später die Feder wieder sauber einmal reinstecken. So, wir ziehen uns aber den jetzt einmal hier raus. So, der Hebel ist schon einmal weggefallen, der wird hier seitlich letztendlich bloß wieder einmal eingehakt. Bedeutet, wie rum läuft das Ding? Einmal so. So, läuft einfach hier einmal drin. Und damit haben wir das ganze Zeug eigentlich so gut wie komplett zerrupft. Hier oben können wir noch die Feder rausnehmen. Und auch aufpassen, damit wir es ja nicht verlieren. So, Feder raus. Und dann können wir die oberen Hebel ebenfalls einmal abnehmen. Sind übrigens beides die gleichen Federn, also nicht irgendwie wundern. Sind beide exakt identisch beim oberen und beim unteren Lever oder Autosear. Okay, so, und damit ist das Ding einmal komplett auseinandergekloppt. Gut Leute, jetzt hätte ich fast noch die Hop-Up-Kammer vergessen. Zeige ich euch auch noch ganz kurz, ist letztendlich nicht viel dabei. Die ist übrigens nicht geschraubt, sondern die wird nur über einen O-Ring einmal zusammengehalten und später dann einmal über die Bohrung einmal hinten vom Auto oder vom Rohr wird das Ganze miteinander zusammengehalten. Also es sind keine Schrauben drin. Dementsprechend hier vorne einfach diesen kleinen O-Ring vorsichtig einmal runterdrücken, damit er nicht reißt. Na komm. So, den nehmen wir uns einmal nach vorne ab und dann, wie gesagt, nur zusammengesteckt. Bedeutet, ihr könnt jetzt einmal die eine Hälfte abnehmen, ihr könnt den Lever rausnehmen, ihr könnt den Tensioner rausnehmen und ihr könnt selbstverständlich einmal das Bucking nach hinten einmal abziehen. So, et voilà, ist ebenfalls die Hop-Up-Kammer zerlegt. So, und jetzt wirklich abschließend zur Demontage. Wenn ihr irgendwann mal an dieses Drehrädchensystem vom Hop-Up da oben im Upper Receiver ran wollt, da innen drin, müsst ihr zunächst mal vorne Barrel Nut alles wegschrauben und dann kommt er hier oben drin. Hier kommt er mit dem Kreuzschraubendreher einmal rein zu so einer kleinen Kreuzschraube. Und diese löst ihr einfach einmal und dann könnt ihr hier innen drin dieses Rädchensystem mit diesem Konterlever, nenne ich es jetzt einfach mal, einfach aus dem Upper Receiver entnehmen. Da müsst ihr nur aufpassen, auf der Seite hier ist standardmäßig eben noch der
der Pin und die Feder drin. Am besten gleich rausnehmen, nicht, dass ihr dann das irgendwie verliert oder sowas. Also kleiner Pin mit einer Feder gleich mal rausnehmen und wenn ihr wollt, könnt ihr auch diesen Lever hier vom Drehrad einmal abziehen. Der ist, wie gesagt, der ist nur reingesteckt. Gut Leute, bevor wir uns jetzt die einzelnen Bauteile einmal im Detail anschauen, möchte ich mit euch die Abzugsgruppe einmal durchsprechen, denn hier geht Marui, gerade was den Verschleiß angeht, einen doch besseren Weg wie vielleicht andere Hersteller. Also gerade von der MWS, nicht nur dieses Z-System, was wir uns später noch anschauen werden, sondern auch bei der Abzugsgruppe selbst gibt es mechanisch einen kleinen Unterschied. So, möchte ich euch ganz kurz erklären. Ihr seht die Abzugsgruppe wieder kurzerhand zusammengesteckt. Ganz besonders wichtig sind diese beiden Lever hier hinten. Habt ihr vielleicht gerade bei der Demontage schon gesehen. Ihr habt hier standardmäßig zwei Hebel drin. Einmal den hier oben. Beide sind gefedert. Das ist ganz normal einmal euer Autos hier. Logischerweise bedeutet dieser Lever oder dieser Hebel gibt sozusagen den Hammer frei, sobald der Verschluss arretiert ist oder in der vorderen Position ist. Wäre dieser Hebel nicht vorhanden, könnte der Hammer auch gelöst werden, wenn der Verschluss einmal auf dem halben Weg ist. Dafür sorgt eben einmal dieser Autos hier, das ist der obere. So, darum geht es mir aber gar nicht, sondern mir geht es um den unteren, und zwar um diesen hier. Ihr seht, dieser ist ebenfalls einmal gefedert und wird konstant einmal nach vorne gedrückt. Und was ihr auch gesehen habt, vielleicht bei der Demontage, das ist Marui MWS-System vom Schützen aus auf der linken Seite, hier ebenfalls so einen langen Schieber oder Hebel einmal nach oben hat. Bedeutet, dieser wird unten mit einer Achse oder mit einer Welle einmal mit dem Abzug verbunden, läuft dann über eine Führung nach oben und drückt hier oben einmal über einen Radius einmal gegen diesen Hebel oder steuert sozusagen einmal diesen Lever an. Bedeutet, wenn ihr jetzt den Abzug einmal betätigt, könnt ihr sehen, dann bewegt ihr sozusagen den oberen Hebel mit. So, jetzt dachte ich mir, okay, was hat Marui hier gebaut oder was für einen Sinn hat das Ganze? Ist echt gut durchdacht von Marui, wirklich Hut ab. Denn wenn ihr euch mal andere GBB-Systeme anschaut oder wer sich einfach mit diesen Systemen ein kleines bisschen auskennt, weiß oder könnt es euch so vorstellen, normalerweise bei einem M4-System, GHK, WE, VFC oder halt das WA-System, rastet der Hammer im vorderen Bereich einmal am Abzug ein. Bedeutet, ihr habt hier vorne so eine kleine Kante dran oder eben ganz vorne am Abzug und im Hammer habt ihr ebenfalls eine kleine Kante, wo diese beiden Bauteile sozusagen ineinander greifen. Und wenn ihr dann den Abzug einmal löst, dann rutscht diese Kante einmal vom Hammer raus und der Hammer wird freigegeben und der Schuss wird gelöst. So, und gerade bei diesen Systemen kommt es einfach nach einer gewissen Zeit immer wieder zu einem Verschleiß von diesen Kanten. Bedeutet hier vorne zum Beispiel der Abzug kann verschleißen oder die Arretierung einmal vom Hammer kann verschleißen. Gerade wenn diese Bauteile eben nur aus Zinkguss sind oder Die-Cast-Verfahren, also im Gussverfahren hergestellt wurden, dann kann es eben hier je nach Material zu Abrieb und relativ hohen Verschleiß einmal kommen. Mehr, weniger, je nach System. Wie gesagt, das macht der eine Hersteller macht es ein bisschen besser wie der andere. Natürlich, wenn hier Stahl drin ist, wie zum Beispiel bei GHK, dann hält das Zeug natürlich deutlich länger, wie jetzt zum Beispiel ein WE-System. So, aber wenn ihr euch dieses System anschaut, geht Marui hier eben einen komplett anderen Weg. So, ihr seht, wir haben hier unten zwar am Hammer dran, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen, worauf ich deute, diesen Bereich, wir haben hier unten am Hammer so eine ganz kleine Kante dran und ebenfalls hier vorne am Abzug haben wir ebenfalls eine kleine Kante dran. So, jetzt würde man natürlich davon ausgehen, dass es letztendlich genauso ist wie bei jedem anderen System. Bedeutet, der Hammer wird über den Verschlussträger nach hinten bewegt und dann arretiert das Ganze einfach hier unten einmal an diesen kleinen Haken. Also rastet hier unten quasi ein. Und das ist genau nicht der Fall. Bedeutet, dieser kleine Versatz hier unten oder dieser kleine Haken ist letztendlich einfach nur eine zusätzliche Sicherung, falls der Hammer nicht komplett gespannt wird. Bedeutet, wenn ihr einfach zu wenig Druck auf dem System zum Beispiel habt oder das Magazin leer wird, dass das Ding einfach nicht unkontrolliert auf einmal losläuft. Dann, wie gesagt, sollte das der Fall sein, dann hakt der Hammer hier unten einmal ein. So, jetzt könnt ihr euch aber natürlich denken, wenn ihr euch das mal anschaut, das ist mega filigran vom Material her und könnt ihr natürlich ebenfalls unheimlich schnell verschleißen. So, und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, was Marui sehr, sehr gut macht, wieder zurückzukommen auf diesen Hebel. So, jetzt nehmen wir mal an, ihr habt genügend Gasdruck drauf, das System läuft ganz normal. So, dann wird der Hammer komplett einmal nach hinten bewegt, wird wieder einmal gelöst
So, und jetzt hakt aber der Hammer nicht hier unten ein. Ihr seht, das ganze System ist hier unten einmal frei, sondern der Hammer hakt hier hinten über eine deutlich größere Fläche einmal an diesem extra Sear einmal ein oder an diesem Lever hier hinten. Bedeutet, wenn ihr jetzt den Schuss löst, wird eben, wie gesagt, dieses Teil hier oben einmal angesteuert und dann kann der Hammer einmal entspannt werden. Bedeutet, hier kommt es eben nicht zu einem Verschleiß von irgendwelchen kleinen Kanten irgendwie am Hammer oder am Abzug, da das Ganze eben hier oben über einen zusätzlichen Sear sozusagen einmal gehalten wird. Ich kann es euch nochmal ganz kurz demonstrieren. Hammer fährt einfach quasi nach hinten und jetzt kann der Hammer sich eben nicht entspannen, da er genau hier unten über eine sehr große Fläche einmal gehalten wird. Und das sorgt natürlich für deutlich weniger Verschleiß wie bei allen anderen M4-Systemen, welche es aktuell auf dem Markt gibt. Also hier auch wieder von der Konstruktion oder von der Überlegung her auch wieder mal ruhig Hut ab. Sie lassen sich immer Kleinigkeiten einfallen, wodurch die Systeme einfach besser werden. Und das ist wie gesagt deutlich verschleißarmer wie jetzt zum Beispiel irgendwie andere Systeme. Also wie gesagt mal ruhig nochmal das Ganze etwas überarbeitet, dieses ganze M4-System und deutlich besser oder haltbarer einmal umgesetzt. Und wenn wir jetzt gerade schon über die technische Umsetzung einmal sprechen, können wir auch gleich einmal dieses Z-System kurz ansprechen. Habt ihr bei der Demontage vielleicht auch schon gesehen, ihr habt hier einmal bei der MWS dieses Z-System drin. Bedeutet letztendlich, ihr habt hier seitlich so einen fetten Stahlschieber, nenne ich es jetzt einfach mal. Der müsste um die 2 mm einmal stark sein und ist wie gesagt einmal aus Stahl gefertigt. So, der läuft hier hinten, seht ihr, läuft das Ganze über ein Langloch. Also der könnte rein theoretisch einmal sich nach vorne bewegen. Dann wird das Ganze quasi hier einmal über die Hebelwirkung, quasi die Kraft, die von hinten wirkt oder von hinten drückt, wird die Kraft einmal umgelenkt in diesen Hebel rein und drückt sozusagen hier unten in diese Pufferfeder einmal rein. Und das ist einmal die Umsetzung einmal von eurem Verschlussfang. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel euch mal ein VFC oder ein WA-System anschaut oder alle anderen Systeme, WE genauso, dann habt ihr immer wieder an eurem Verschlussträger hier einmal, wo der Verschlussfang reingreift, immer wieder Verschleiß. Manche Hersteller machen dann so kleine Stahlblättchen rein, die halten ein bisschen länger, dann haut es euch aber den Verschlussfang teilweise kaputt, auch wenn er aus Stahl ist, da ihr einfach immer die Masse oder das Momentum, die Kraft, die von hinten kommt, fangt ihr einfach immer mit dieser Fläche einmal ab. Und dadurch kommt es einfach auf Dauer bei jedem System, beim Verschlussträger, also hier einmal oder eben beim Verschlussfang, einfach zu Verschleiß. So, und auch hier hat Marui sich mit dem Z-System wirklich was einfallen lassen, um diesen Verschleiß eben zu reduzieren oder komplett einmal zu mindern. Bedeutet, letztendlich habt ihr hier sozusagen ein Z drin. Also ihr habt hier, ja, wie soll ich sagen, einen Winkel drin und ihr habt ebenfalls hier einen Winkel drin. Wenn jetzt das Magazin leer ist, dann wird dieser Hebel einmal über den Verschlussfang nach oben gedrückt und wenn dann euer Verschlussträger von hinten wieder nach vorne katapultiert wird, über den Buffer später, dann laufen diese beiden Winkel oder diese beiden Kanten einmal ineinander rein. So, und jetzt wird das Ganze aber nicht abrupt einfach abgebremst oder schlägt aufeinander, sondern jetzt überträgt sich einfach das Momentum oder die Kraft einmal hier unten gegen den Hebel, in diesen Hebel hier rein und wird über die sehr straffe Feder hier einmal weggepuffert oder rausgenommen. Ich versuche euch das mal ganz kurz zu demonstrieren. Also nehmen wir an, quasi das Magazin ist leer, der Verschluss will wieder nach vorne knallen, läuft hier einmal in diesen Stahlhebel einmal rein und jetzt wird das Ganze eben sehr gut einmal weggepuffert. So, ich versuche das alles mal ein bisschen zu heben, das geht bloß ein bisschen schwer gerade. Wartet mal, kann ich euch vielleicht so ein bisschen zeigen kurz. Ah, ja, rausgerutscht. Aber ihr wisst, oder ihr konntet es vielleicht gerade schon sehen, also die Kraft quasi, die kommt, hakt hier ein, überträgt sich in diesen Hebel und wird von dieser Feder hier absorbiert von der unteren. Und dementsprechend habt ihr eben keinen Verschleiß, keine Schlagstellen, einmal am Verschlussträger dran und ebenfalls nicht einmal am Verschlussfanghebel, also diesem Bauteil hier. Da eben der Verschlussträger oder die Kraft einmal sauber über eine Feder sozusagen absorbiert wird. Also auch hier MWS-System, Z-System, was Verschleiß angeht, was die Konstruktion angeht, wirklich tipptopp. So, und jetzt schauen wir uns die Bauteile einmal im Detail an.
Beginnen wir hier zunächst mal beim Gehäuse von der Abzugsgruppe. Habt ihr gerade schon gesehen, es sind zwei Hälften oder zwei Teile und beide Teile bestehen einmal aus Zink. So, das ist aber von der Verarbeitung, von der Passgenauigkeit Marui typisch auch wieder hervorragend. Bedeutet hier auch die beiden Hälften, das ist absolut bündig. Also hier nicht mal ein Zehntel irgendwie Toleranz oder Spiel irgendwie drin. Das seht ihr auch, wenn ihr die auseinander macht, dann müsst ihr ein bisschen wobbeln und ein bisschen ziehen. So passgenau sitzt das Zeug einmal zusammen. Ich würde es mal vergleichen, wenn ihr so kennt, so eine Retro-Arms-Gearbox, so eine CNC-Gefräse, wenn ihr die zusammengeschraubt habt, die sitzt auch immer hervorragend und genau so würde ich eigentlich sagen, ist das Gehäuse einmal gefertigt. Ja, es ist nur gegossen, natürlich, braucht man auch kein CNC-Gefräse, sind wir ehrlich. Aber wie gesagt, Passgenauigkeit ist einfach nur hervorragend. Auch die Stahlstifte dann oder die Stahlwellen, einmal für den Hammer und hinten für unseren Sear, sind komplett aus Stahl gefertigt und richtig ordentlich einmal ins Gehäuse eingepresst. Und nicht irgendwie, dass sie irgendwie wackeln oder sowas. Nee, die sind wirklich richtig sauber und fest einmal eingepresst. Bedeutet auch hier, wenn ihr das Ganze schließt, wie gesagt, es passt einfach wie Arsch auf Eimer. Also qualitativ Gehäuse wirklich hervorragend. Nur, dass es halt im Lower wirklich extrem Press einmal drin sitzt und brutal schwer rausgeht. Das könnte man vielleicht ein bisschen kritisch sehen. Aber ich denke nicht, dass Marui das Zeug konstruiert, damit man es auseinanderbaut, sind wir ehrlich. Also wie gesagt, Gehäuse hervorragend. Dann habt ihr jetzt zeitlich, wie vorhin schon angesprochen, hier dieses Z-System einmal drauf. Da habt ihr diesen Übertragungshebel oder der Hebel, der die Kraft aufnimmt, habt ihr aus 2 mm dicken Stahl einmal gefertigt. Also auch hier nicht einfach Alu oder so genommen, nein, komplett einmal Stahl gefertigt. Und der Lever, der dann quasi die Kraft überträgt, ist hier einmal aus Zink gefertigt. Die Federstange oder diese Pufferstange mit der Feder, diese ist einmal aus Edelstahl gefertigt. So, auch hier nicht wieder, ja, oder was man vielleicht wieder ansprechen muss, auch bei den Folgeteilen jetzt dann, ja, es ist auch wieder nur Zink. Aber ich würde jetzt kein Marui-Zink mit einem WE-Zink vergleichen. Das sind einfach Welten. Also die Zusammensetzung von der Legierung ist einfach anders. Also die Bauteile von Marui, die halten einfach mehr aus, sage ich mal, wie vielleicht bei anderen Herstellern. Also auch hier nicht, wie gesagt, ist nur Zink, aber daher das Ding nur zum Umlenken da ist und die Kraft sozusagen überträgt, lasst das Ding aus Zink sein, scheißegal, das wird ewig halten. So, im inneren Bereich haben wir zunächst mal im vorderen Bereich unseren richtig schönen fetten Firing Pin einmal laufen. Auch dieser ist aus Zink gefertigt, wie gerade der eine untere Umlenklever eben auch. Aber auch hier schön massiv, schön dick gefertigt das Ganze. Also nicht einfach so ein Millimeter dünner Firing Pin, nee, sondern wirklich so ein, was hat denn das Ding, vielleicht 6 mm breit. Richtig schön massiv und das ist eben das Bauteil, was einmal auf euer Ventil vom Magazin einmal draufschlägt. So rum liegt der einmal drin. Also auch hier, wie gesagt, natürlich kein Stahl jetzt verwendet, aber gute Zinklegierung und auch von der Materialstärke schön dick konstruiert das Ganze. Also ihr seht auch hier vorne, da sieht man auch nach den ersten 6, 7, 8 Magazinen, da sieht man absolut null, nicht mal irgendwie eine Druckstelle oder sowas. Also unheimlich hartes Material, wenn ihr das einfach mal vergleicht mit anderen Herstellern und ihr buttert da mal 10 Max durch, dann sieht man einfach, dass der Firing Pin so eine kleine Druckstelle einfach vorne vom Magazin oder vom Ventil einmal bekommt. Und das ist hier bei der Marui oder bei der MWS eben nicht der Fall. Dementsprechend, wie gerade angesprochen, Materialgüte oder Materialzusammensetzung von der Legierung wirklich hervorragend. Und auch hier können wir nochmal ganz kurz ansprechen, die Passgenauigkeit. Da habt ihr hier oben natürlich die Feder einmal drin laufen. Muss ich bloß mal gucken, damit ich die wieder sauber einmal reinbekomme. So, läuft hier drin. So, und dann läuft der gesamte Firing Pin, läuft einmal hier wieder im Housing drin und auch hier wird das Ganze wieder richtig schön sauber einmal geführt und läuft butterweich. Also auch hier kein Reiben, kein Schwabbeln oder sowas. Auch wenn wir mal das zweite Gehäuse dann draufsetzen und das Ganze zusammenschrauben später, werdet ihr feststellen, dass auch hier der Firing Pin einfach nur wieder hervorragend in dem ganzen System einmal läuft. Richtig schön leichtgängig das Ganze, kein Reiben, kein Haken und auch absolut null Spiel, dass das Ding irgendwie großartig rumschwabbeln kann oder sowas. Gar nichts. Also auch hier Passgenauigkeit tipptopp. So, dann lasst uns mal ganz kurz über den Hammer sprechen. Denn auch der Hammer ist aufgrund des MWS-Systems, weicht ein bisschen ab im Vergleich zu anderen Herstellern. Das ist einmal unser Hammer. Und nicht wundern, ja, auch diese ist aus Zink gefertigt.
Ich bin mir aber gar nicht sicher, in was für eine Zusammensetzung das ist, weil wenn ihr euch mal das Material oder mal die Farbe vergleicht, da ist der Hammer, hat eine komplett andere Farbe wie einmal der Firing Pin. Also ich gehe davon aus, dass er aus Zink gefertigt ist. Er ist auch relativ schwer. Es könnte rein theoretisch sogar Edelstahl sein. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, ob man Edelstahl irgendwie gießen kann oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, relativ schwer das Ganze, nicht magnetisch und weicht aber von der Farbe im Vergleich zu den anderen Bauteilen doch deutlich ab. Also wie gesagt, der Hammer könnte aus Edelstahl sein. Wenn er nicht aus Edelstahl ist, dann ist es auch eine relativ besondere Zinklegierung, die auch unheimlich hart einmal ist. Bedeutet auch hier, ihr könnt da oben drauf rumkratzen, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Das ist unheimlich hart, das Ganze. Ihr seht, da bekommt man so kleine Schliere rein, aber wirklich ins Material eindringen kann man nicht wirklich. Also wie gesagt, es könnte Edelstahl sein, ansonsten eine unheimlich harte und robuste Zinklegierung. So, und wie ihr gerade auch schon gesehen habt, der Hammer läuft natürlich auch auf der Stahlwelle hervorragend. Also hier von der Passgenauigkeit her, tipptopp. Entschuldigung, relativ wenig Spiel auf der Achse selbst oder auf der Welle, vielleicht 0,05 oder sowas Toleranz. Läuft tadellos und wie ihr auch wieder sehen könnt, haben wir hier auch wieder vom System her keinen Schlag sozusagen auf den Firing Pin. Bei älteren Systemen oder bei anderen sitzt der Firing Pin dann zum Beispiel so, mal Flutschen auf die Seite nehmen, sitzt zum Beispiel so, dann kommt der Schlag vom Hammer und dann haut der Hammer da hinten einmal auf den Firing Pin drauf. Und auch bei diesen Systemen gibt es dann einmal so Druckstellen am Hammer und am Firing Pin hinten. Modernere Systeme oder bessere Systeme schieben den Firing Pin, bedeutet, das könnt ihr jetzt hier bei der Marui eben sehr schön sehen. Bedeutet, der Firing Pin steht direkt am Hammer hinten an und wenn der Hammer sich einmal löst, dann wird der gesamte Firing Pin eben über den Hammer nach vorne geschoben sozusagen. Und dementsprechend entsteht kein Prall oder entsteht keine Prallfläche zwischen Hammer und Firing Pin. Also auch hier wieder sehr gut umgesetzt und wie gesagt auch das Material vom Hammer hervorragend. Es gibt einen kleinen Punkt, den spreche ich dann später nochmal ganz kurz an. Wir haben hier oben übrigens, das kann ich euch vielleicht nochmal kurz im Detail zeigen, ihr habt hier eine Edelstahlwelle oder so ein Edelstahlpin einmal drin und dann habt ihr hier oben ebenfalls aus Edelstahl ein Gleitlager drin laufen. Also es ist kein Kugellager, sondern es ist ein Gleitlager. So, und das läuft hier oben einmal in diesem Hammer drin. Das kennt ihr von anderen Systemen, kennt ihr das auch schon. Und das ist an sich von der Umsetzung her ist es hervorragend. Bedeutet, der Verschlussträger rollt sozusagen über dieses Gleitlager drüber. Hier gibt es aber allerdings ein kleines Problem. Wie gesagt, spreche ich später nochmal im Detail an. Denn es entsteht eine Kante an unserem Verschlussträger hinten. Wie gesagt, einfach mal kurz im Hinterkopf behalten, eben dieses Gleitlager einmal auf dem Hammer drauf. Sprechen wir dann später nochmal im Detail durch, wenn wir einmal zum Verschlussträger kommen. Gut, die restlichen Bauteile sind auch wieder aus Zink, beziehungsweise außer vielleicht dieser Ansteuerungshebel, der hier seitlich einmal drin läuft, der sieht genauso aus wie der Hammer. Also auch hier vom Material her oder von der Oberfläche, von der Farbe, weicht er einfach zu den normalen Zinkteilen ab. Bedeutet auch hier das Ganze nicht magnetisch, relativ schwer, könnte ebenfalls Edelstahl sein, könnte aber auch Zink sein. Wie gesagt, auch hier, wenn der drüber kratzt, wie gesagt, entweder ultra harte Zinklegierung oder Beschichtung oder es ist komplett einmal aus Edelstahl gefertigt. Wenn ihr das Ganze mal mit einem normalen Zinkbauteil macht, zum Beispiel jetzt einmal dieser Lever hier, da könnt ihr relativ tief ins Material einmal eindringen. Da bleibt uns letztendlich im inneren Bereich von der Abzugsgruppe nur noch die unteren Bauteile einmal vom Abzug, bedeutet der Abzug selbst, Zink, einmal schwarz eloxiert oder schwarz beschichtet. Dann habt ihr so eine kleine Welle durch, oder so eine kleine Hülse durch, die ist aus Edelstahl gefertigt. Könnt ihr hier auch nochmal erkennen auf der Seite, also hier einmal aus Edelstahl gefertigt. Die wiederum läuft einmal in der Bohrung hier einmal drin und was ihr auch sehen könnt, oder gerade bei der Demontage auch schon gesehen,
die einzelnen Wellen für den Hammer, für den Autosear oder für den Sear hinten, wie auch von Abzug, laufen letztendlich nur in den Bohrungen von unserem inneren Gehäuse. Bedeutet, ihr habt nicht das Problem, dass irgendwie der Pin oder die Achse vom Hammer zum Beispiel frei irgendwie im Receiver, im Lower Receiver einmal rotieren können. Das ist hier nicht der Fall. Und dementsprechend kommt es eben auch zu keinem Verschleiß einmal vom Receiver, dass irgendwie die Bohrungen oder die Löcher einmal ausnudeln. Denn ihr habt hier, wie gesagt, keine rotierenden Pins im Receiver, sondern die laufen alle im inneren Gehäuse. Finde ich ebenfalls eine sehr gute Lösung von Marui. Falls jemand nicht weiß, was das ist, bei anderen Systemen habt ihr quasi den Hammer und den Abzug direkt über Pins am Receiver aufgehängt. Bedeutet, hier seht ihr bei Marui diesen Fake-Pin hier, da hängt bei anderen Systemen hier direkt der Hammer mit dran. Und hier unten hängt der Abzug mit dran. Und wenn ihr dann jedes Mal die Rotation habt, dann kann sich diese Rotation auf die Pins übertragen, dann rotieren hier innen drin die Pins und dann wird auf Dauer wird dann das Loch größer. Dann fängt an die Welle zu wackeln. Und das ist eben bei Marui, bei diesem inneren System nicht der Fall. So, wieder zurückzukommen zum Abzug. Wie gesagt, Abzug selbst ist aus Zink gefertigt. Die Welle oder diese Hülse, was hier einmal durchgeht, ist aus Edelstahl gefertigt. Der Disconnector und auch dieser Druckhebel auf der gegenüberliegenden Seite sind dann aus Zink gefertigt. Auch hier wieder der eine Punkt, hier anderes Material verwendet, wie für diesen Hebel hier. Einen Unterschied könnt ihr hoffentlich von der Farbe einigermaßen sehen. Auch hier wieder der Punkt, wie gesagt, könnte Edelstahl sein, weiß ich nicht, oder es ist irgendeine ultra harte Zinklegierung. Ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht. Wenn jemand weiß, wie man den Unterschied zwischen Edelstahl und Zink herausfindet, gerne mal Kommentarfeld nutzen. So, falls sich jetzt jemand wundert, für was dieser Hebel hier da ist, den habt ihr bei anderen Systemen auch nicht da, der ist letztendlich für euer Abzugsgewicht zuständig. Bedeutet, der drückt von hinten gegen den Hammer sozusagen und bremst euren Abzug. Also dieser Hebel hier zusammen mit der Feder sorgen letztendlich für euer Abzugsgewicht. Also ihr habt hier auch nicht wie bei anderen Systemen irgendwie so eine runde Feder drauf liegen, die dann über zwei Seiten geht. Nein, das ist letztendlich alles nur über diesen Hebel und gleichzeitig einmal über die Feder, die hier innen drin ist, einmal am Disconnector. Okay, so, das Ganze sitzt hier unten auch wieder natürlich einmal hervorragend in diesem Systemkasten sozusagen einmal drinnen. Okay, so, damit haben wir das System einmal durchgesprochen. Wir können mal gucken, das passt. Dann kommt einmal der Autosear, der gibt nach vorne frei. Dann müsste der Reset, genau, Reset war schon und dann müsste das Ding eigentlich genau abschlagen können. Also gut, also das System läuft wieder, genauso, oh, hier aufpassen, dass es nicht rausfloppt. Genauso können wir das Ganze wieder zusammenbasteln, funktioniert tadellos und läuft, wie gesagt, 1A das Ganze. Gut, Passgenauigkeit tipptopp, Qualität hervorragend, Bauteile hervorragend und ebenfalls die technische Umsetzung, würde ich mal sagen. Marui, Hut ab, habt ihr gut gemacht. Dann lasst uns anschließend weitermachen mit der Verschlussgruppe. Bedeutet einmal Verschlussträger, die Nozzle einmal drin und der Nozzle Stop. So, zunächst mal Verschlussträger ist einmal komplett aus Zink gefertigt. Ist auch nicht irgendwie besonders leicht produziert oder sowas mit extra Löchern nochmal drin, sondern er hat schon eine gewisse Masse, sage ich mal. Und dementsprechend auch von der Effizienz her die Marui jetzt nicht unbedingt besser wie jetzt eine VFC oder sowas. Und wie gesagt, 55 bis maximal 58 Schuss, ja, ist Durchschnitt, muss ich sagen. Also das sind so, ja klar diese GBB-Pistolen von Marui mit einem Kunststoffverschluss oben drauf. Die sind natürlich im Vergleich zu anderen Pistolen immer deutlich effizienter, da sie einfach einen leichteren Verschluss haben. Jetzt hier bei der Langwaffe haben sie eben denselben schweren Verschluss drin, wie bei einer VFC oder so auch. Also hier kein Unterschied aufgrund des Verschlussgewichtes, sage ich mal. So, ihr seht auch, der Verschlussträger an sich ist zweiteilig. Bedeutet, das ist noch gar nicht der gesamte Verschlussträger, sondern im hinteren Bereich habt ihr nochmal so eine Art Verlängerung oder so eine Art Gewicht einmal hinten drauf geschraubt. Das ist auch standardmäßig wieder mit Schraubensicherung einmal verklebt. So, und dann haben wir die kleine Besonderheit, wenn wir uns das Ding mal von unten anschauen, dass wir hier eben im hinteren Bereich ebenfalls nochmal so ein Gleitlager aus Edelstahl einmal drin haben. Bedeutet hier, wenn das Ganze hinten in die Buffertube einmal reinfährt, aufgrund des Eigengewichts, fällt das Ding natürlich immer nach unten, also läuft im unteren Bereich der Buffertube. Und damit jetzt das Material in der Buffertube nicht einmal aufliegt und schleift, läuft der gesamte Verschluss
oder Verschlussträger hier hinten eben über diese Stahlrolle sozusagen. Und dementsprechend auch vom Verschleiß und von der Leichtläufigkeit ebenfalls einmal optimiert das Ganze. So, es gibt ein kleines Problem mit dem Verschlussträger. Natürlich zunächst mal großer Vorteil, wie vorhin schon mal angesprochen, klar dieses Z-System hier vorne drin. Hier seht ihr nochmal ganz kurz dieses Z-System. Wie gesagt, das ist schon wirklich gut umgesetzt von Marui. Und dann seht ihr aber hier im unteren Bereich, und ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen erkennen. So müsst ihr es gut sehen können. Nicht, dass ihr meint, ich erzähle irgendeinen Murks oder sowas. So, hier seht ihr, hier wird das ganze Material, der ganze Zink, wird hier einmal platt gedrückt. Und das bereits nach knapp 10 Magazinen. Also da seht ihr richtig schön so eine fette Druckstelle einmal drin. Das möchte ich euch ganz kurz erklären, woher das Ganze kommt. Dafür müssen wir uns das System jetzt einmal von oben anschauen und ich hoffe, ich kann euch das jetzt einigermaßen zeigen, denn da braucht man auch wieder ein bisschen 5 Hände dafür. So, zunächst mal Hammer, ist klar. Einmal gespannter Zustand, Autos hier löst sich. Zack. So, das ist unser gesamter Weg, den der Hammer einmal zurücklegt sozusagen. So, jetzt ist das Ganze entspannt. Bedeutet, jetzt wäre es sozusagen ein Schusszyklus. So, und wenn wir jetzt unseren Verschlussträger noch einmal in das System einsetzen, der liegt quasi im geschlossenen Zustand einmal so im System drin. So, und jetzt da kommen wir nochmal zurück zu sprechen, wie vorhin bei der Abzugsgruppe angesprochen. Merkt euch mal die Stahlrolle oben einmal von der Abzugsgruppe oder vom Hammer selbst. So liegt der Verschlussträger drin. Und jetzt seht ihr, dass der Abstand oder der Weg vom Verschlussträger von der unteren Kante bis zum Hammer oder bis zu der Stahlrolle relativ lang ist. Bedeutet, bei anderen Systemen liegt der Hammer oder liegt diese Rolle direkt in diesem Zustand eigentlich am Verschlussträger an. Bedeutet, sobald der Verschlussträger nach hinten bewegt wird, wird sozusagen der Hammer direkt mitgenommen. Und das ist jetzt bei Marui nicht der Fall. Bedeutet, jetzt da wird der Druck in der Nozzle aufgebaut und der gesamte Verschlussträger wird nach hinten katapultiert. So, und jetzt kann der natürlich hier erstmal eine gewisse Strecke oder einen gewissen Weg einmal zurücklegen, bevor er einmal gegen diese Rolle unten vom Hammer dagegen knallt. Bedeutet, wir knallen mit unserem Zink vom Verschlussträger, knallen wir gegen diese Edelstahlrolle. Das ist in zwei Hinsichten, finde ich das nicht optimal. Erstens mal haben wir kontinuierlich einen Schlag auf diese Rolle. Das kann auf Dauer auf die Achse einmal gehen und eben, wie gerade schon gesagt, der zweite Punkt, dass wir eben bereits nach relativ wenig Magazinen direkt hier unten eine richtig schöne platte Stelle einmal am Verschlussträger bekommen. Also hier, wo man im inneren Bereich mit dem MWS-System von diesem speziellen SIE und auch das Z-System, das kann man wirklich sehr löblich erwähnen von Marui. Aber hier wiederum haben sie von der Konstruktion vielleicht nicht ganz fertig gedacht. Und wie gesagt, das ist es, wenn es hochkommt, sind es 10 Magazine. Also wenn es hochkommt, vielleicht 350 Schuss oder sowas. Und bereits jetzt ca. 2 mm Material einmal platt gedrückt. Jetzt könnt ihr euch das denken, wie das Ganze aussieht, wenn ihr durch das Ding vielleicht mal 30, 40, 50 Magazine einmal durchgedrückt habt. Dann habt ihr hier eine richtig schöne platte Zinkfläche einmal drin. Der Rest von dem Verschlussträger ist dann wirklich wieder hervorragend konstruiert von Marui. Zunächst mal die innere Lauffläche für die Nozzle ist richtig sauber einmal aufpoliert innen drin. Also auch hier, wenn man mit dem Finger mal reingeht, richtig glatt innen drin, keine Gerade drin oder sowas. Dementsprechend sehr gut einmal für die Dichtung hinten, wird nicht irgendwie beschädigt, rubbelt es nicht durch oder sowas. Auch schön geschmiert innen drin. Also hier perfekt von der Nozzle. Das kann ich euch auch mal ganz kurz beim Verschluss von der MK18 zeigen. Wie gesagt, die Nozzle, die läuft butterweich, wird sauber geführt innen drin und dichtet immer hervorragend ab. Bedeutet auch mal bei ein bisschen geringerem Druck, gerade im Kältetest, wenn das Magazin kalt ist oder wenn das Gas schwach wird, ihr habt kein Spritzen, ihr habt kein Ausgasen oder sowas, sondern das Ding dichtet einfach richtig sauber einmal ab im Verschlussträger. Also die Nozzle sozusagen. So, einen kleinen Punkt, bitte aufpassen, das habe ich euch bei der Demontage, glaube ich, gar nicht gesagt. Bitte aufpassen, wenn ihr die Nozzle rauszieht. Habe ich euch ja gezeigt, hier hinten quasi die Halterung lösen, dann rausziehen. Jetzt denkt ihr euch natürlich, hier hinten, da ist ja natürlich ein Loch, das muss ja irgendwie abgedichtet werden. Ja, da müsst ihr aufpassen, da ist von der Seite hier, ist ein O-Ring hinten drin. Ja, wartet mal, so könnt ihr da vielleicht sehen, also da hinten liegt nochmal ein O-Ring drin.
Bedeutet, wenn ihr jetzt die Nozzle rauszieht, aufpassen auf den O-Ring. Entweder er bleibt wie bei mir einmal drin liegen oder er kommt mit raus. Wenn ihr nicht wisst, wo er hingehört, da hinten rein gehört er, damit das Ding da hinten einmal abdichtet. So, dann nehmen wir uns den Verschluss von der MK18 mal im zusammengebauten Zustand her. Das habe ich euch jetzt vorhin schon mal gesagt, dass ebenfalls der Nozzle Stop von Marui einfach perfekt konstruiert ist. Auch GHK macht es wirklich sehr, sehr gut mit dem Nozzle Stop. Bedeutet, wenn natürlich jetzt der Verschlussträger nach hinten katapultiert wird, irgendwann fährt die Nozzle natürlich gegen den Stop rein und wird dann einmal aus der Hop-Up-Kammer rausgerissen sozusagen und mit nach hinten genommen. So, und hier kann es eben passieren, gerade wer VFC kennt, da kann so ein Nozzle Stop da gerne mal abbrechen. Denn bei VFC schlägt die Nozzle immer einfach gegen den Nozzle Stop drauf aus Kunststoff und dann kann der gerne mal brechen, da hier doch relativ viel Schwung einmal aus Material drauf kommt. So, Marui dämpft das Ganze im oberen Bereich über eine sehr gute Kunststoffführung. Bedeutet, das habt ihr bei der Demontage vielleicht schon gesehen, der ganze Block hier oben ist sozusagen euer Nozzle Rod oder Nozzle Guide oder Nozzle Stop, wie auch immer ihr dazu sagen wollt. Und dieses ganze Bauteil ist hier oben drauf einmal mit einer straffen Feder einmal gefedert. Läuft also einmal in Langlöchern drin. Wenn also jetzt die Nozzle, also wenn der Verschlussträger nach hinten katapultiert wird und läuft gegen den Nozzle Stop, dann kann das ganze System hier zunächst mal ein kleines bisschen puffern über die Feder und erst dann wird die Nozzle mit nach hinten genommen und dementsprechend deutlich weniger Belastung einmal auf den Nozzle Stop und auf die Nozzle einmal drauf. GHK löst das Ganze mit O-Ringen, Marui dämpft das Ganze im oberen Bereich mit einer Feder, finde ich hervorragend umgesetzt und dementsprechend auch vom Verschleiß her tipptopp das Ganze. So, dann die Nozzle, da haben wir eine Pulia mit Nozzle seitens Marui, also auch hier kein ABS-Plastik genommen, sondern das Ganze aus Polyamid oder sehr haltbaren und robusten Polyamid gefertigt. Gerade immer wichtig, hier vorne einmal bei der kleinen Lippe, welche die BB einmal aus dem Magazin entnimmt. Gerade hier braucht man sehr haltbares Material. Hier ist Material zu weich, kann es euch passieren, dass die Lippe da unten einfach abbricht oder abplatzt. Hier, wie gesagt, sehr robustes und haltbares Material seitens Marui gewählt und auch unheimlich dick konstruiert. Denn wenn ihr mal im inneren Bereich reinguckt, wir haben hier vielleicht gerade mal einen Durchmesser, wenn es hochkommt, von 8 mm. Andere Nozzlen, die sind da einfach vom Innendurchmesser deutlich größer und dementsprechend von der Materialstärke dünner. Also hier das Ganze recht dick konstruiert seitens Marui. Dann die Verschlusswarzen vorne sind auch wieder gefedert. Bedeutet, wenn einmal der Verschlussträger nach vorne in den Upper Receiver einmal reinfährt, dann wird das Ganze eben oder können diese Warzen zunächst einmal sich ein kleines bisschen ausrichten, bevor der Druck eigentlich letztendlich einmal kommt. Da haben sie einfach vielleicht noch mal ein paar Millisekunden mehr Zeit, um sauber reinzulaufen. Aber auch nicht denken, wenn es jetzt hier irgendwie zu einem Missfeed kommt, bedeutet, wenn die BB irgendwie rausspringt aus dem Feeding-Kanal oder sowas und die liegt hier oben rein, dann zerhaut euch das System genauso, wie als wenn die Warzen einfach fest an der Nozzle dran verbaut wären. Also hier, wie gesagt, ja, sie laufen vielleicht aufgrund der Federung sauberer rein oder haben mehr Zeit, sich auszurichten. Aber wenn es zu einem Missfeed kommt und eine BB rausspringt aus dem Magazin, dann haut ihr euch die Nozzle letztendlich genauso kaputt wie eine VFC-Nozzle. Nur vielleicht ein Vorteil, dann bei einer VFC platzen euch dann die ganzen Warzen vorne weg. Hier bei Marui könnte es eventuell dann sein, dass ihr eben nur den vorderen Bereich hier einmal braucht. Bedeutet, der Rest von der Nozzle ist weiterhin intakt. Normalerweise, wenn da mal ein Stück weggeplatzt ist, ist es relativ egal, denn diese Warzen sind zum größten Teil einmal nur Optik. Also die braucht man eigentlich auch nicht unbedingt, damit das System funktioniert sozusagen. Aber gut, von Marui hier wieder schön einmal gedämpft und gefedert das Ganze. Also, Nozzle tipptopp. Im inneren Bereich der Nozzle haben wir dann einmal unser Inner Valve einmal drin sitzen. Das ist dieses Bauteil hier. Und hier natürlich seitens Marui standardmäßig kein N-Pass drin verbaut. Habe ich natürlich für euch auch schon mal vorab kontrolliert, ob eventuell ein N-Pass kompatibel wäre. Ich habe jetzt hier einmal so ein Edelstahl-N-Pass. Das würde zwar tadellos funktionieren, ist aber vom Außendurchmesser vielleicht ein Zehntel zu groß. Bedeutet, das N-Pass läuft zwar in der Nozzle unten rein, man braucht aber ein bisschen zu viel Druck. Bedeutet, der Außendurchmesser von diesem N-Pass müsste 0,1 oder 0,15 mm, also einen kleinen Hauch, einmal kleiner sein, damit das N-Pass da vorne einmal sauber rein und rauslaufen kann mit der beiliegenden Feder. Und wie gesagt, ein Zehntel vielleicht Außendurchmesser, dann würde es von der Theorie
einmal funktionieren. Nur als kleine Information. So, hier mit diesem Ventil wird natürlich einmal das Gas aufgesplittet, einmal nach vorne, der Druck quasi, der nach unten reinströmt, einmal nach vorne, um die Kugel zu beschleunigen und der Rest einmal nach hinten, um den Repetiervorgang aufzulösen. Mit einem Endpass kann man das Ganze eben justieren und dementsprechend halt auch die Gasmenge justieren. Bedeutet, wenn ihr jetzt einen Endpass reinbaut und ihr gebt einfach mehr Gas nach vorne, damit ihr mehr Power habt, dann nehmt ihr automatisch natürlich auch mehr Gas aus dem Magazin raus und die Waffe fällt euch, wenn ihr schnell feuert, dementsprechend schneller in den Cooldown rein. Ist immer so eine Sache, eine gute Ausmittlung je nach Temperatur und Gassorte zwischen Energieabgabe und Gaseffizienz bzw. Schrägstrich Cooldown-Anfälligkeit. Denn hier bei einer GBB hängt einfach alles zusammen. Es fängt an bei der Gassorte, beim Gasdruck, bei der Temperatur, bei dem System, beim Nosselvolumen innen drin, beim Ventil, bei der Länge vom Lauf, wie viel braucht ihr, welches Kugelgewicht. Wenn das alles sauber abgestimmt ist, kann der GBB Spaß machen. Wenn da irgendwas nicht funktioniert und man zieht einfach zu viel Gas aus den Systemen raus, dann muss eine GBB nicht unbedingt Spaß machen. Siehe gerade diese 308er Systeme, irgendwie G28 oder auch SR25 von VFC, die einen riesengroßen Verschluss einmal drin haben, unheimlich viel Gas brauchen. Die sind einfach so dermaßen Cooldown anfällig, das macht einfach keinen Spaß zum Schießen. Natürlich, zum Schießen macht Spaß, aber die Ergebnisse oder die BBs, die fliegen euch halt kreuz und quer. Also hier von Marui aber out of the box schon gut ausgemittelt, Gasmenge, aber das Kugelgewicht natürlich auf 0,2, maximal 0,25 standardmäßig einmal ausgelegt. So, im hinteren Bereich haben wir dann noch einmal die Dichtung drauf, die habe ich euch vorhin schon mal kurz gezeigt bei der Demontage. Das ist eine sehr, sehr weiche Dichtung, das müssten 50 NBR sein. Könnt ihr sehen, sehr, sehr weicher Dichtungsgummi hinten drauf. Kleine Dichtungslippe im äußeren Bereich, die hätte vielleicht noch ein bisschen tiefer sein können. Da der Gummi aber so weich ist, dichtet er sauber einmal innen drin zu dem Verschlussträger einmal ab. Also hier auch von der Dichtung hervorragend, wie vorhin auch schon angesprochen, auch wenn das Magazin anfängt leer zu werden, wenn ihr einfach, oder wenn das Magazin kalt wird, wenn ihr ein schwaches Gas verwendet oder niedrige Temperaturen, dann dichtet es immer noch super ab, die Dichtung. Also auch hier kommt es noch nicht irgendwie zu einem Spritzen oder zu einem Ausgasen, nein, läuft auch mit wenig Druck, butterweich dieses System. Nur natürlich aufpassen, Nosseldichtung hinten ist ein Verschleißteil. Da man Marui, GBB oder MWS-Teile nicht irgendwie wie am Sand am Meer bekommt, würde ich, wenn ich so ein Teil mir kaufen würde, würde ich mir definitiv eine Nosseldichtung oder vielleicht sogar zwei mal auf Ersatz beiseite legen. Denn wie gesagt, irgendwann wird das Ganze mal porös werden, wird spröde, dann dichtet es halt nicht mehr sauber ab. Dann müsst ihr eben eine neue Dichtung einmal da hinten drauf auf der Nossel installieren. Dann vielleicht noch einen kleinen Tipp, genau für die Leute, die reines Propan verwenden, würde ich jetzt zwar in der Marui standardmäßig nicht machen. Wer aber so irre ist, bitte aufpassen, dass natürlich der innere Bereich vom Verschlussträger und entsprechend natürlich auch die Dichtung immer sauber einmal mit Silikonfett oder Silikonöl einmal geschmiert sind. Ansonsten haut ihr euch die Dichtung einfach sehr schnell kaputt. Gut Leute, dann bleibt eigentlich nur noch einmal Buffer und Buffer Spring vom System selbst. Buffer, seht ihr schon, ist nicht irgendwie aus Stahl gefertigt oder sowas, sondern komplett einmal aus Polyamid-Kunststoff. Hat natürlich einen gewissen Vorteil, gerade in Bezug auf Gaseffizienz und Geschwindigkeit von dem ganzen System, als würde man jetzt hier, ja, sage ich mal, irgendwie einen Stahlbuffer reintun. Ja, das hört sich immer toll an, ich habe einen Heavy Buffer drin, aber letztendlich sorgt es für mehr Verschleiß. Ihr habt zwar einen stärkeren Rückstoß, der Verschleiß nimmt zu, der Cooldown-Anfälligkeit nimmt zu und das System wird dadurch einfach träger und langsamer. Dementsprechend ein leichter Buffer drin, nur aus Polyamid-Kunststoff, aber im hinteren Bereich ebenfalls gefedert das Ganze und das sehr, sehr stark. Hat natürlich auch hier den Vorteil, wenn das ganze Zeug da hinten in die Buffertube reinbröselt und gegen die Anschlagkante hinten dagegen läuft, dann wird quasi der Schwung, der aufgebaut würde, über die sehr starke Feder zunächst einmal absorbiert oder abgebaut, bevor sozusagen der Schlag auf die Bufferkante hinten oder auf die Tube hinten drauf kommt. Dementsprechend schonender für die Buffertube hinten natürlich das Ganze und zusätzlich der Vorteil, wenn das Ganze dann eben komprimiert ist, wird eben das Schließen, sozusagen die Beschleunigung in die Vorwärtsbewegung über die starke Feder hinten unterstützt. Bedeutet, hier kommt nicht einfach nur die komprimierte Buffer Spring dann einmal zum Einsatz, sondern ebenfalls einmal die sehr straffe Feder hier hinten drin. Hat eben auch den Vorteil, dass das System, obwohl wir eine relativ
schwache Buffer Spring hinten drin haben oder eine relativ schwache Feder einfach, dass das System dennoch auch mit wenig Druck sehr, sehr schnell einmal arbeitet. Also hier von Marui gerade die Kombination von dem ganzen System, Gasausbeute, Gasdruck, Cooldown-Anfälligkeit ist eben sehr gut kombiniert oder sehr gut konfiguriert bei diesem System. Und wie gesagt, keiner braucht einen Heavy Buffer. Gut Leute, also abschließend letztes Thema auf dem Plan, Lauf- und Hop-Up-System. Haben wir uns vorhin, glaube ich, schon genug drüber aufgeregt, damit wir die MK18 leider nicht demontieren können und nicht ans Hop-Up-System rankommen, was ich total dämlich finde von Marui, aber gut, sei mal dahingestellt. Ich darf mich ja nicht so aufregen. Dementsprechend das Ganze eben ausgebaut bei der M4A1. Danke an Airsoft2Go, damit sie mir eben noch ein zweites Modell zur Verfügung gestellt haben, damit ich euch das Hop-Up-System überhaupt zeigen kann. Also, wie gesagt, System MK18, M4A1 Carbine, exakt identisch. Die Lauflänge sind 250 mm, wie am Anfang schon mal angesprochen, ist ein ganz normaler GBB Messinglauf, also auch hinten die Aufnahme, stinknormal, alles Standard GBB und ein Innendurchmesser von 6,08 mm. Eine kleine Besonderheit, wir haben im vorderen Bereich einen kleinen O-Ring, also eine kleine Nut eingearbeitet, ein O-Ring, damit der Lauf im Outer sauber zentriert und gehalten wird und nicht irgendwie drin rumwackeln kann. Finde ich sehr gut umgesetzt. Auch der Original Messinglauf, wie gesagt, wenn man durchschaut, er ist sauber aufpoliert, er glänzt, es sind keine Macken drin, es ist nichts irgendwie von der Fertigung, irgendwelche Rückstände, irgendwelche Partikel drin. Nein, das Ding ist blitzeblank innen drin. Und dementsprechend drin lassen, bringt euch einen Tuninglauf so oder so nichts. Vielleicht ein kleinerer Innendurchmesser, bringt ein bisschen mehr Energie. Ansonsten ist der Lauf tipptopp. So, die Hop-Up-Kammer haben wir uns bei der Demontage schon mal ganz kurz angeschaut. Die ist zweiteilig aus Zink und besteht aus 2 Levern sozusagen. Das versuche ich euch mal ganz kurz zu demonstrieren. Also, sprechen wir zunächst mal die restlichen Bauteile an und dann können wir uns angucken, wie das Ganze aufgebaut und konstruiert ist. So, also ganz normaler GBB-Lauf und dann haben wir ebenfalls seitens Marui ein stinknormales 0815 GBB-Bucking drin mit, wenn es hochkommt, vielleicht 60 Shore. Also relativ weich und dementsprechend aber auch schwere BBs nicht zu empfehlen oder es funktioniert halt einfach nicht. Der Immo hat mir gesagt vor dem Review, also von Airsoft2Go, er spielt eine MK18 selbst, er nutzt maximal 0,28. Hat er gemeint, das funktioniert mit dem Original Hop-Up noch sehr gut, für mehr muss man so oder so updaten. Kann ich so bestätigen, ich habe sogar dann teilweise bloß 0,25 verwendet, da sie einfach von der Flugbahn oder vom Hop selbst her noch ein bisschen besser waren, wie jetzt 0,28. So, die Ergebnisse waren aber bei 10 Scheiben nicht wirklich gut, muss ich sagen. Also egal, ob ich jetzt 0,28 genommen habe oder 0,25, das Problem war auch nicht der Hop selbst oder die Rotation, also jetzt die Reichweite, sondern das Problem, was ich hatte, war eher die Streuung links und rechts. Ich meine, ihr habt einen Schusstest gesehen, gut, es war jetzt nicht der beste, den ich euch eingeblendet habe, das war jetzt der Durchschnitt bei 10 Scheiben. Aber dennoch waren immer wieder Ausreißer drin von fast 1 Meter nach links oder mal nach rechts. Also die Streuung war doch recht hoch. So, ja, wenn man sich jetzt aber mal den Schusstest von Bruce anschaut, den er gemacht hat mit seiner MWS, war ein bisschen besser, muss ich sagen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass einfach das Gas, was ich verwendet habe, das ProTech, war vielleicht für die Marui nicht gerade die beste Wahl. Jetzt hätte man natürlich hergehen können, hätte sich 5 verschiedene Gassorten kaufen können und jede Gassorte ausprobieren können. Die Zeit habe ich nicht und will ich auch ehrlich gesagt nicht. Dementsprechend, wie gesagt, mit dem ProTech Gas waren die Ergebnisse nicht so gut. Es könnte sein, dass andere Gassorten vielleicht mit der Marui oder gerade mit dem Original Hop-Up-System vielleicht besser harmonieren oder besser zurechtkommen. Ich meine, ich verwende eigentlich immer dieses ProTech, egal in welcher GBB, hatte damit noch nie Probleme. Aber es kann auch sein, dass es vielleicht gerade in der MWS ein bisschen zu stark ist oder so. Ich kann es euch nicht sagen. Also wie gesagt, Schussergebnisse standardmäßig, nicht der Burner. So, wenn man das Ganze aber jetzt ein bisschen optimieren möchte, sind hier sämtliche Freiheiten eigentlich gegeben, wenn man es denn auseinander bekommt. Wie gesagt, Problem MK18 gibt einen Kritikpunkt, M4A1 bekommt er problemlos auseinandergekloppt und dann bekommt ihr hier natürlich in die Systeme auch jedes x-beliebige Standard-GBB-System einmal reingeballert. Bedeutet, ihr bekommt da ein ganz normales GBB-Bucking hinten drauf. Was ihr da nehmt, das ist vollkommen euch überlassen. Ob ihr jetzt auf den Standard R-Hop zum Beispiel geht, ob ihr irgendwie auf den Maple Leaf, auf den MR geht, auf den MAG oder auf den GBB von Begadi oder whatever. Das ist wie gesagt ganz euch überlassen. Bucking ist auf jeden Fall Standard GBB kompatibel.
Beim Tensioner müsst ihr ein bisschen aufpassen, gerade wenn ihr auf schwere BBs gehen wollt. Wie gesagt, ab vielleicht 0,32 Gramm aufwärts würde ich vielleicht auf ein R-Hop-System gehen, sprich MAG oder Maple Leaf MR oder sowas. Und dann braucht ihr aber natürlich auch den passenden Tensioner dazu. Denn standardmäßig kombiniert Marui ihr Hop-Up-System einfach mit so einem 60 Shore hohlen Standard-Nap. Also einfach so ein 3 mm Silikongummi, der einfach sehr, sehr weich ist und hohl ist. Also nicht mal irgendwie Vollmaterial, und mit dem bekommt ihr einfach nicht ausreichend Druck auf die Fläche oben einmal drauf. Dementsprechend guten Tensioner dazu verwenden. Zum Beispiel, was ich jetzt getestet habe und was problemlos noch funktioniert, ist ein Maple Leaf Omega oder ein Bugatti Tensioner 5 mm D3 mm. Das Ding hier. 5 mm D3. So, und der Maple Leaf und der sind eben von der Länge oder von der Breite gerade noch ausreichend, dass sie in die Kammer reingehen. Bedeutet, ihr seht hier oben, wir sind hier oben vom Tensioner ein kleines bisschen limitiert. Ihr bekommt also jetzt keine Prometheus oder sowas rein, die sind einfach zu lang. Die müsst ihr da schneiden. Und wenn ihr die krumm schneidet, dann könnt ihr sie wegschmeißen. Dementsprechend Maple Leaf Omega oder der hier, die passen gerade noch so in diesen Durchgang einmal rein und funktionieren ebenfalls mit dem Original Lever problemlos. Wie gesagt, und dann könnt ihr eben auch problemlos schwere BBs eben verwenden und problemlos einmal hoppen. Wie gesagt, hier vom Tension ein kleines bisschen limitiert, aber gerade Omega oder die Dinger, die funktionieren auch bei SAEGs hervorragend. Warum sollten sie in der GBB nicht funktionieren? So, also wie gesagt, leider Hop-Up-System natürlich nur ausgelegt für leichte BBs. Kann man nicht kritisieren, ist halt Marui, klar, wenig Energie, die spielen halt ihr 0,25er drin und hat sich die Sache für die erledigt. Dementsprechend, man kann es nicht kritisieren, Hop ist auf jeden Fall möglich oder funktioniert, aber wie gesagt, an der Gassorte oder je nach Gas kann es eben zu mehr oder vielleicht weniger Streuung kommen. Ich habe auch, falls jetzt wieder jemand daherkommt, ja natürlich, ich habe auch innen drin das Bucking kontrolliert, da ist keine Silikongrütze oder so drin, nein, das ist komplett einmal trocken, also daran hat es nicht gelegen. So, dann erkläre ich euch mal noch ganz kurz, wie das vonstatten geht. Das ist seitens Marui auch recht gut konstruiert. Zunächst mal, ihr habt hier standardmäßig im vorderen Bereich noch einen kleinen O-Ring sitzen, der die Hop-Up-Kammer zum Outer buffert oder ein kleines bisschen für, ja, so ein bisschen Puffer, damit einfach nicht Material auf Material einmal drauf schlägt, wenn die Nozzle hinten reinfährt. Und dann wird das Ganze letztendlich nur über einen O-Ring einmal zusammengehalten. So, wie vorhin auch schon angesprochen, kein Problem, denn letztendlich, wenn ihr das Ganze in den Outer einmal reinschiebt, dann wird es hinten so oder so im Outer einmal hier hinten drin verpresst. Und dann kann sich da diese beiden Hälften können sich dann nicht mehr irgendwie lösen oder auseinandergehen. Und das sitzt auch im Outer sehr gut drin, einmal die gesamte Hop-Up-Kammer. So, und dann seht ihr, hier oben habt ihr letztendlich den ersten Lever einmal drin, und wenn ihr diesen nach oben bewegt, drückt ihr sozusagen vorne einmal den Tensioner runter. Bedeutet, ihr baut Druck oder ihr baut Hop einmal auf. Und im inneren Bereich habt ihr dann letztendlich das Gegenstück dazu. Das ist dann quasi dieser hier. Und wenn ihr hier mal herschaut, habt ihr seitlich einmal euer Drehrad. Und wenn ihr dieses Drehrad einmal bewegt, dann bewegt ihr sozusagen den äußeren Hebel hier hoch und runter. Der läuft letztendlich über so eine Art, ja, so eine Schnecke oder eben über so eine Spule einfach drüber. So, und wie gesagt, über den, sobald ihr das hier bewegt, baut ihr eben mehr und weniger Hop auf das System einmal auf. So, sitzt quasi so einmal oben im Receiver drin, greift hier unten dagegen, und wenn ihr dann hier dreht an dem Ding, so ist zum Beispiel wenig Hop, und wenn ihr dann dreht, dann zieht ihr das einfach hin und baut entsprechend Hop einmal auf. Also hier über zwei Hebelchen einmal umgesetzt, funktioniert wie gesagt, funktioniert auch von der Konstruktion her, finde ich es gar nicht verkehrt seitens Marui. Nur an das Drehrädchen kommt man natürlich wieder ein kleines bisschen bescheiden einmal ran. Ich glaube, der Bruce hat es gesagt, von unten über den Magazinschacht habe ich zu kleine Finger oder zu kurze Finger, komme ich nicht hin. Bedeutet, ich musste halt jedes Mal Verschluss rausnehmen, reinfummeln, ein bisschen mehr Hop drauf, Verschluss wieder rein, testen, wieder raus, bis dann einmal der Hop einigermaßen anständig funktioniert hat. Puh, gut Leute, dann baue ich dieses wunderschöne Ding wieder zusammen und wir sehen uns abschließend einmal zum Fazit. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Kleines, kompaktes Review wie immer. Einmal zur wunderschönen MK18 MWS GBB, einmal von Marui, und es fehlt natürlich wieder mein ganz persönliches Fazit einmal zu dieser wunderschönen Knifte.
Ich spreche es speziell nochmal an, mein ganz persönliches Fazit, denn die Videos von mir gehen unheimlich lang. Ich versuche euch so viel wie möglich von diesen Systemen, von diesen Kniffen einmal zu zeigen, damit ihr euch selbst ein Fazit oder euch selbst eine Meinung bilden könnt. Das heißt noch lange nicht, dass mein Fazit mit eurem vielleicht übereinstimmt. Vielleicht spreche ich Punkte an, die ihr komplett anders seht. Dementsprechend persönliches Fazit. Jeder soll sich selbst seine Meinung einmal bilden können. Also, schauen wir mal drüber, was finde ich jetzt besonders gut an dieser MWS oder an dieser MK18 von Marui. Da hätten wir zunächst mal natürlich die Verarbeitungsqualität und auch die Passgenauigkeit von jedem einzelnen Bauteil ist hier auf einem extrem hohen Niveau. Natürlich, das sitzt so press alles zusammen, da klappert nichts, da scheppert nichts. Alles sitzt wie Arsch auf Eimer und dementsprechend Verarbeitungsqualität definitiv ein Pluspunkt. Zweiter Pluspunkt ist das gesamte GBB-System, so wie das System arbeitet, die Geschwindigkeit von dem System, wie gut kommt das System mit schwächerem Gas oder auch bei Kälte zurecht und hier absolut gar keine Probleme. Bedeutet eine unheimlich gute Kombination gefunden aus Verschlussgewicht, Buffer Spring, Härte davon, Gewicht vom Buffer, wie wird das Ganze wieder nach vorne bewegt. Also hier das gesamte System läuft einfach wunderbar und wie gesagt auch mit etwas schwächerem Gas. Oder auch wenn das Magazin kalt wird, ist sogar die Energieabgabe konstanter, wie wenn das Magazin warm ist und ihr ein starkes Gas verwendet. Dementsprechend, wie gesagt, das System läuft tadellos, richtig sauber, kein Ausgasen, kein Spritzen, kein Sappern, alles dichtet hervorragend ab. Dementsprechend sehr gutes System, sehr gut kombiniert von Marui das Ganze, gebe ich ebenfalls aufs System ein Pluspunkt. So, und jetzt waren wir gerade bei dem System, da können wir direkt gleich mal nochmal einen Pluspunkt geben auf die mechanische Umsetzung von dem System. Gerade dieses Z-System, was euren Verschluss, wenn er nach vorne fährt, einfach wegpuffert, die Energie, die einfach kommt. Dementsprechend bekommt ihr keinen Prellschlag irgendwie auf den Verschlussfang drauf oder auf den Verschlussträger. Nein, das Ganze wird einfach umgeleitet in eine sehr starke Feder unten rein, dementsprechend verschleißunanfällig und ebenfalls die technische Umsetzung von der Abzugsgruppe. Nicht einfach wieder 1:1 das gleiche gebaut wie jeder andere, nein, sie lagern jetzt oder sie verlagern sozusagen auch den Abzug nach hinten über einen Extrasier nochmal und dadurch habt ihr eine wesentlich größere Auflagefläche von den Bauteilen. Bedeutet, ihr habt auch keinen Verschleiß irgendwie jetzt unten am Hammer dran oder am Abzug vorne, wo es immer einrastet. Nein, hier einfach einen anderen Weg gegangen, umkonstruiert und dieses AA15-System also weiterhin optimiert im GBB-Bereich. Deutlich verschleißunanfälliger und auch die Umsetzung von den Materialien innen drin, von der Passgenauigkeit, von den Toleranzen, einfach tipptopp. Also eine sehr, sehr gute Mechanik einmal innen drin. Es gibt einen kleinen Punkt, den finde ich nicht ganz perfekt. Das ist aber auch wieder Mosern oder Schimpfen auf einem extrem hohen Niveau. Das ist der kleine Verschleiß am Verschlussträger unten. Habe ich euch versucht zu erklären, ich spreche es nochmal ganz kurz an. Normalerweise der Hammer oder diese Rolle von dem Hammer liegt normalerweise bei anderen Systemen direkt am Verschlussträger an. Bedeutet, sobald der Gasdruck aufgebaut wird im inneren Bereich, nimmt der Verschlussträger den Hammer direkt einmal mit nach hinten. Und das ist hier bei dem MWS-System ist das nicht der Fall. Bedeutet, der Verschlussträger oder der Hammer mit der Rolle steht ein bisschen weiter hinten. Und jetzt kann natürlich dieser Verschlussträger zunächst mal eine gewisse Geschwindigkeit und Energie aufbauen, bevor dieser dann quasi den Hammer mitnimmt. Und dadurch ergibt sich aufgrund des Edelstahl-Gleitlagers ergibt sich dann so ein kleiner Prellschlag auf den Zinkverschlussträger und dann bekommt er so eine platte Stelle unten rein. Nicht ganz perfekt, läuft aber tadellos. Ich möchte es aber dennoch ansprechen, dass es nicht zu 100% perfekt ist. Aber wie gesagt, läuft super, nur der eine Punkt, da hätte Marui vielleicht ein bisschen optimieren können. So, also Mechanik Pluspunkt. So, der nächste Pluspunkt bei beiden Systemen natürlich einmal komplette Cerakote-Beschichtung einmal drauf auf dem Upper und auf dem Lower Receiver. Finde ich ebenfalls sehr, sehr gut, unheimlich kratzresistent, aber auch gewisse Unterschiede je nach Modell sichtbar. Bedeutet, die M4A1 Carbine ist perfekt mit Cerakote beschichtet. Bei der MK18, wenn man ganz genau hinsieht, ist die Beschichtung an manchen Stellen ein bisschen zu dünn geraten. Oder sie würde einfach zu trocken lackiert vielleicht. Gerade in den Radien vom Receiver drin. Und wie gesagt, auch hier vielleicht Cerakote-Beschichtung super, kann man definitiv als Pluspunkt geben. Aber vielleicht je nach Modell ein bisschen unterschiedlich von der Beschichtungsdicke oder vom Lack, von der Lackdicke her.
So, und mein letzter Pluspunkt natürlich, wir haben hier zwei komplette Lizenzmodelle, bedeutet, wir haben auch nicht nur einfach hier Daniel Defense einmal eingelasert im Vorderschaft, das bekommt man mittlerweile bei jeder Knifte für 300 € auf gut Deutsch. Nein, wir haben auch auf dem Lower Receiver die Original Colt Markings richtig schön sauber einmal eingeprägt. Dementsprechend auch für Sammler ein unheimlich schönes Modell. So, also Lizenz, Markings, letzter Pluspunkt. So, jetzt habe ich noch zwei Neutralpunkte und einen Kritikpunkt. Als neutral betrachte ich das Hop-Up-System und hier aber auch nicht, damit es nicht für schwere BBs ausgelegt ist. Das kann man nicht kritisieren, das ist halt einfach so. Asiaten, Taiwan, Japan, whatever, bauen eben die Hop-Up-Systeme für 0,2, 0,25, vielleicht maximal 0,28 Gramm. Bedeutet, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber beschweren, dass unsere 0,36 oder so halt nicht zu hoppen gehen. Das ist nicht das Problem, das kritisiere ich auch nicht. Was ich allerdings als kleinsten Neutralpunkt betrachte, ist zunächst mal ja das Einstellen über das Rädchen. Wenn man einen langen Finger hat, dann könnte man von unten über den Magazinschacht einmal reinkommen und könnte das Hopper von innen einstellen. Das geht bei mir nicht, bedeutet, ich muss sie auch jedes Mal aufklappen, Verschluss entnehmen, Spannhebel raus, bisschen Hop drauf geben, wieder alles zusammenschieben, zuklappen. Ist ein bisschen nicht ganz benutzerfreundlich. Ist aber auch, muss man auch dazu sagen, so ein Hop-Up-System in so eine GBB reinzubekommen, damit es wirklich benutzerfreundlich zum Einstellen geht, ist nicht sonderlich leicht. Muss man halt, wie gesagt, aufklappen und warum ich es ebenfalls als neutral betrachte, wenn ihr euch mal den Schusstest von Bruce zum Beispiel anschaut, der war fast ein bisschen besser wie meiner. Also der hatte nicht die gravierenden Ausreißer, die ich jetzt hatte. Und dementsprechend gehe ich ganz stark davon aus, dass natürlich das Hop-Up-System auch je nach Gas anders reagiert. Bedeutet, ihr könnt ein Gas erwischen, was einfach mit den verwendeten BBs in diesem Hop-Up-System hervorragend funktioniert. Ihr könnt aber auch ein Gas erwischen und BBs erwischen, die überhaupt nicht funktionieren. Also wie gesagt, ich hatte mit dem Protech-Gas extreme, oder was heißt extreme, immer wieder Ausreißer, links, rechts, Schwankungen. Der Hop selber war okay. Wie gesagt, jetzt vom Hop oder von der Rotation war okay auf 50, aber eben die Ausreißer links und rechts waren fast ein bisschen zu stark, finde ich. Ich gehe stark davon aus, dass es einfach am Gas liegt, dass hier einfach andere Gassorten eventuell besser funktionieren in diesem MWS-System. Dementsprechend Hop-Up-System, kleiner Neutralpunkt. So, ebenfalls als neutral betrachte ich die Effizienz von dem MWS-System. Das System ist zwar hervorragend konstruiert seitens Marui, ist aber von der Effizienz nicht besser wie andere GBBs. Im Vergleich zu anderen vielleicht teilweise sogar bloß durchschnittlich, muss man sagen. Also ich konnte jetzt maximal bei der MK18 55 bis 58 Schuss mit einer Gasladung einmal rausdrücken. Andere Systeme schaffen da 80 Schuss, 85, 90 Schuss teilweise, wenn sie sehr, sehr gut sind. Also hier hätte man vielleicht den Verschlussträger sogar noch ein bisschen leichter fertigen können vom Material oder irgendwo Material einsparen, damit er ein bisschen leichter wird und wir dadurch vielleicht von der Effizienz ein bisschen mehr BBs rausbekommen hätten. So perfekt wäre zum Beispiel so 80 Schuss gewesen, das wäre perfekt, denn dann hätten wir zwei komplette Kugelladungen einfach rausbekommen. Habe ich leider mit der MK18 mit dem Protech-Gas nicht rausbekommen. Wie gesagt, maximal 58 Schuss und das ist durchschnittlich. So, und der letzte Neutralpunkt auf meiner Liste ist einmal der Preis. Ich finde die MWS oder gerade die MK18 ist für das, was man bekommt, nicht überteuert, aber es hört sich halt auch wieder teuer an. Bedeutet, da kommen halt Leute, die jetzt nicht viel verdienen oder halt nicht zu viel in Airsoft investieren möchten, kommen hier halt nicht wirklich ran, denn 700, was kostet das Ding jetzt, 37, 780, das ist schon eine Ansage, muss man sagen. Es ist nicht überteuert, man bekommt wirklich eine super GBB, Cerakote beschichtet, Original-Lizenz, definitiv, aber man muss halt auch dementsprechend tief in die Tasche greifen. Wie gesagt, teuer, aber auch mit der aktuellen Marktlage vielleicht gerechtfertigt. Gibt auch teure Systeme, wie so ein PDW oder sowas. Okay, so, das soll es gewesen sein. Ich habe natürlich einen Kritikpunkt und den sehe ich wirklich als kritisch an. Und das ist speziell bei der MK18 und nur bei der MK18 dieser blöde Kleber, den Marui hier verwendet für die Gasabnahme und für die Barrel Nut hinten. Ich habe es euch bei der Demontage versucht einmal zu erklären. Und ich verstehe es einfach nicht, warum er hier so eine harte Schraubensicherung verwendet oder so einen Zwei-Komponenten-Kleber. Wisst ihr, ich muss doch als Kunde oder auch als Shop, muss ich doch die Möglichkeit haben, das Bucking irgendwann mal zu tauschen. Möchte ich jetzt schwere BBs hoppen, brauche ich ein anderes Bucking. Ist das Bucking irgendwann mal verschlissen, reißt es irgendwie ein, ist die Patchfläche einfach durchgenudelt, brauche ich ein neues Bucking. Und dann muss ich aber auch in der Lage sein, an dieses Hop-Up-System ranzukommen.
Also warum verklebe ich hier die blöde Gasabnahme und die Barrel Nut so krass, damit man es nicht mal mit 250 bis 300 Grad einmal losbekommt, das Ding? Warum nehme ich denn nicht einfach eine handelsübliche, mittelfeste Schraubensicherung, damit ich es einfach mit ein bisschen Kraft, sage ich mal, wieder lösen kann? Warum muss ich das so hart verkleben? Dementsprechend Kritikpunkt, speziell bei der MK18, Gasabnahme und Barrel Nut, sowas von krass verklebt, damit man es eigentlich als Normalo nicht aufbekommt. Ihr müsstet dann quasi das Ganze irgendwie speziell im Schraubstock einspannen, da braucht ihr spezielle Backen für eine AR15 dafür, dann braucht ihr das URX-Tool und dann müsst ihr mit so viel Hitze auf die Barrel Nut drauf geben, dass euch vermutlich sogar das alte Backing innen drin einfach wegschmilzt. Wie gesagt, 200, 300 Grad draufballern und vielleicht, wenn ihr Glück habt, bekommt ihr dann die Barrel Nut einmal gelöst. Also hier Kritikpunkt, extreme Schraubensicherung bei der MK18, kann man definitiv als kritisch sehen. Auch hier muss man vielleicht noch ergänzen, es kann jetzt auch sein, dass es bloß bei der Charge der Fall ist, weiß ich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es Modelle gibt oder dass Marui mittlerweile dahinter gekommen ist, dass es Mist ist und dass sie mittlerweile eine etwas leichtere Schraubensicherung verwenden oder vielleicht sogar gar keine Schraubensicherung. Wie gesagt, weiß ich nicht, kann ich nicht irgendwie bestätigen. Ich weiß nur, dass das Modell, was ich bekommen habe, nicht zu öffnen ist oder Barrel Nut nicht zu lösen geht. So Leute, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, 730 €, aber eine wunderschöne, gut performende GBB, technisch super umgesetzt, Cerakote drauf, Lizenz drauf. Ja, 730 hört sich teuer an, aber wer Bock auf eine GBB hat und das nötige Kleingeld hat, macht mit dieser MWS definitiv nichts falsch. Gut Leute, wollt ihr irgendwas ergänzen? Habt ihr selbst eine MWS? Habe ich irgendwas falsch erklärt? Wollt ihr was ergänzen zu diesem Review? Habt ihr noch andere Punkte? Jederzeit Kommentarfeld unten nutzen. Hat euch dieses Video gefallen? Liebend gerne Like, Abo und eventuell eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.